reinschreiben, ne? Kannst du auch, ja. Kannst auch mit denen sprechen. Weil das sollte jetzt online sein. So. Das mit den technischen Problemen, liebe Freunde, ist doch immer das Gleiche. Aber ich sehe noch nichts. Wir sind noch nicht live. Live seit 43 Sekunden. Musst du einmal aktualisieren. Da sind sie, genau. Guten Abend, Petra. Ich wollte schon sagen. Oh, jetzt. Yippie! Moment, jetzt kommt 3, 2, 1, Ton an. Ton an. Guten Abend, Petra. Guten Abend. Und Leni. Yes. Jetzt sollte alles wieder da sein. Ist richtig. Entschuldigung. Der kranke Mann brauchte wieder eine Sekunde, sich daran zu erinnern, wie der ganze Kram funktioniert. So, Roller Leni ist auch da. Ja, ist Yes. richtig. Und Petra jetzt muss ist da. ich nämlich Ja. einmal mal fragen, weil ich verstehe das jedes Mal, damit ich nichts Falsches sage. Problem ist auch da, ja. Problem ist auch da, ist richtig. Der kranke Mann ist auch da. Was wollte ich sagen? Roller Leni, das geht jetzt an dich. Wir sprechen dich mit Leni an, ist richtig, ne? Leni, oder? Roller Leni ist die Leni, richtig? Du bist nie alt. Dankeschön, Petra, ist richtig. Das sage ich mir auch immer wieder. Mein Körper sagt manchmal was anderes. Korrekt. Leni, ne? Yes. So ist richtig. Korrekt. So, kommst du jetzt? Kommst du? Hast du ein Unboxing-Messer? Nein. Siehst du? Deswegen stehe ich noch hier. Okay. Zack. Zack. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Es tut mir sehr leid. Ich muss Jetzt noch komm. einmal. Nee, das ist ja. Tut mir leid. Ich habe Mikrofon schon an. Ich bitte alle kurz zu entschuldigen. Ja, das ist keine Absicht. Sonst hätte ich noch mal verdingsen müssen, aber das wollte ich nicht. Nee. Ich habe euch alle vermisst, die Bälle auch. Aber genau, Jetzt sind wir wieder da. der alte Mann ist unfassbar. Bereits in seiner, ja, eigentlich ist das schon die 4. Woche, ne? Es ist wirklich Ja. schlimm, Freunde. So, alles klar. Schluss mit dem Gejammer. Jetzt. Entschuldigung, das hat sich bestimmt scheiße angehört im Mikro. Es muss ja irgendwie weitergehen, ist richtig. Also, nochmal. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Community. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder so fast zahlreich eingeschaltet habt. Ja. Fakt ist, genau, Ach, guck mal, die Rollerleni hat sogar einen eigenen Kanal. Und sie fährt Roller. ja, das weiß ich, habe ich, Rollerleni. hab ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, natürlich, das habe ich schon gecheckt, das habe ich schon gesehen und zwar, es war, glaube ich, ein schöner rosafarben, Ja. ist ja auch im Titelbild drauf, davon abgesehen, genau, Der es ist rosafarben, ein schöner, eine ja. Vespa ist es, glaube ich, ein schönes altes Modell, wunderschön übrigens, Ja. großartig, also nochmal ganz kurz Ja. zur Erklärung, ist richtig. Der alte Mann hat eine Grippe gehabt, weil der Junge die vom Fußballplatz mitgebracht hat. Das ist richtig, das ist unfassbar. Kinderviren sind schlimmer als Erwachsenenviren. So ersteckst du dich nicht draußen beim Einkaufen an, wie was die Blagen dir beim Papakuss abends dann mitgeben. Dann gehen die wieder nach Hause und 3 Tage später hast du den Tod. Ja. Den Tod neben dir liegen. Ist richtig. Und so ging es mir. Genau. Also, ist alles ein bisschen am Abklingen, aber eins ist mal Fakt. Eins ist mal Fakt. Und das müssen wir mal ganz kurz ansprechen, bevor es richtig losgeht, ne? Habt ihr das auch? Also, wer von euch jetzt schon die Grippe hatte, dieses ganze Ding mit diesen 3 Tage kommt, 3 Tage bleibt, 3 Tage geht, ist doch hinfällig, oder? Also, das geht doch nicht nur mir so, ne? Ich höre das überall. Die sind fast alle 3 Wochen kaputt. Also alle. Deswegen, Petra, ist richtig, danke. Das kann nicht sein, dass ich nur alt bin. Ich höre überall, unter 3 Wochen sind die nicht mehr fit. Ich meine, die ist ein Weltwunder. Da kann der Junge drauf rumtopsen, der kann die knutschen von unten bis nach oben, die können alles Mögliche machen. Ich sag einmal, tschüss, mein Junge, und dann bin ich 3 Wochen weg. Alles klar. Ich weiß nicht, wie die Bella das macht. Der Immunsystem hätte ich Auch gerne. nicht. Die sollten das, was die hat, sollten die uns alle spritzen. Ich schwöre euch das. Ihr seht überall Schmetterlinge rumfliegen und die Welt ist völlig in Ordnung. Ich werde mich irgendwann, Meine wenn ich mehr zu sagen habe und Reichweite gewinne und mal wirklich was, werde ich da, also da werde ich mal. Gebe ich nicht her. Gibt's die her, ne? Nein, die gebe ich nicht her. Das wäre das Heilmittel für alle, ich sage Meine euch. Schmetterlinge gebe ich nicht Das ist der her. Knaller. Also, wir hoffen, es geht euch allen gut seit den letzten 3 Wochen. Ist alles gut gewesen. Ihr wart alle schön frisch. Bei uns ist selbstverständlich wieder die Maschinerie der Bestellungen weitergegangen, wie immer. Bin ich ein bisschen dunkel? Das heißt, dunkel, das werde Licht. Und es ward Licht. Ist richtig. Also, es ging natürlich wieder ordentlich weiter. Das ist auch nur ein kleiner Teil von dem, was wir eigentlich für euch wieder vorbereitet haben. Sieht man meine Äuglein?
Ja, Achso, ich muss mal in den Chat gucken. Ne? Sieht man meine Äuglein? Geh näher ran. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass die Leute denken, hat die Bella vom Rupp da rechts und links eine verwaschelt gekriegt oder was? Du kannst noch näher ran. Noch näher? Ja, geh mal noch näher ran. Ja, zeig dich. Ja, yeah! Genau. Die Bella, die hat mein Krankenbett gehütet, deswegen hat die Karneval ausfallen lassen. Jetzt glaubt sie, muss sie das nachholen. Deswegen extra für euch wollte sie sich hübsch machen an Karneval, aber hat mein Sterbebett nicht verlassen. Ist richtig. Deswegen hat sie jetzt eine futzeglitzerschöne. Trotzdem, im ersten Moment, als sie gerade aus dem Bad kam, habe ich gedacht, hör mal, das ist, wenn ihr dich so vor der Kamera sitzt, denken die Leute alle, du hast von mir eine Gewatsche gekriegt. Also nein, sowas machen wir natürlich nicht. Aber süß, ne? Ich sehe das leider nicht. Ja. Ja. Aber vielleicht die Zuschauer. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke auch nicht, ne? Ja, die Zuschauer. Fakt, es kam schon eine Antwort. Wart ihr alle schön gesund? Treue Seele, ja. Ja, das ist richtig. Sowas von. Ach so, sie, ja. Du, natürlich du. Ich? Ja klar, ja. Aber ich auch mal. du bist total gesund. Also auch die treue Seele. Ich glaube, die meint mich. Natürlich meinte Weil ich ich an deinem dich. Weil du mein Sterbebett nicht verlassen hast. Das Ja, ist richtig. Da weicht die nicht von weg. Ich muss so viel Nein. Tee trinken. Aber das meint sie alles lieb. Deswegen. Oh, doch kein blaues Auge. Gib das alles in mir. Ja, doch kein blaues Auge. Ich hab's befürchtet. Ist richtig. Sehr schön. Also, da mir keiner verraten will, ob sie die ganze Zeit gesund oder krank waren, mache ich einfach weiter. Also, ich hoffe, ihr wart alle gesund und nicht so wie ich. Ist richtig. Was habe ich gesagt? Genau, wir haben wieder eine ganze Menge bestellt. Das Problem ist, ja. Los jetzt. Wir müssen doch jemand mal anfangen. Ach so. Ich bin schon. Du bleib mal, du kommst jetzt mal schön runter. Wir sind live, ne? Ja, die wollen ich nicht nur weiß. Pakete hier ausgepackt haben, Ja, die wollen. aber ich habe Überraschung. Ach, du hast eine Überraschung. Nein, nicht für dich, du für mich. Ich hab's mir gedacht. So, okay, dann holen wir das Tischchen mal ran. Ich glaube, ich habe das jetzt hier so richtig positioniert, dass ihr das schön sehen könnt. Wir sind so ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. Eigentlich hatte ich vor, heute ein neues Setup zu haben. Hat aber leider nicht ganz so geklappt, wie ich das wollte. Ach, guck mal, die Petra, ne? Ja. Nur mal ganz kurz. Die Petra ist krank, aber auf dem Weg der Besserung. Oh, dann wünschen wir natürlich selbstverständlich Ja, gute Besserung. Hat Bei dich auch, Roller Leni ist alles tutti. das ist schön, Roller Leni. Leni, hat dich auch die Grippe erwischt? Oder hast du eine Schnupper? Also mir liefen wirklich von den 3, und man merkt ja jetzt noch, wie ich gerade noch einmal machen musste. Ja. Mir lief wirklich über 2 Wochen nur also ohne Ende. Normalerweise habe ich das mal so, oder hat man das mal so 3, 4 Tage, kann alles, aber wirklich über 10 Tage nur. Da gehst du kaputt dran, muss ich wirklich sagen. Ich jammer nicht falsch verstehen, ich bin ja am Jammern. Ich will nur sagen, das ist abnormal, was mittlerweile los ist und du kannst machen, was du willst, du kriegst es nicht gehandelt. Das nervt ein bisschen. Also, die Bella ist wie immer nervös. Ja, und immun. Was soll ich machen? Wisst ihr, was das ist? Ich sage euch, was das ist. Der Robby liebt die so sehr, dass der alles Negative einfach in sich einsaugt und dann selber für sich einnimmt, damit der Frau gut geht. So sieht es nämlich aus, Freunde. Genau. Und mit dem Aspekt packen wir das erste Ding aus, weil genau hier hat die Bella lange drauf gewartet, weil da ist schon wieder was drin, was selbstverständlich für die Bella ist. Und deswegen kann ich euch die Bella da zeigen. Schütze! Ja, das ist ein Geschenk, weil ich so viel bestelle. Hier, das ist für dich. Das ist für mich. Den packe ich jetzt doch mal eben kurz wieder runter. Das ist wieder eine Mischbestellung. Oh, mein Gürtel. Das ist richtig. Den hatte ich der Bella eigentlich bestellt für Karneval. Wie gesagt, da ist sie ja da nicht hingegangen, weil sie auf den Robby aufpassen wollte. Der sollte für das Ist das echt Leder? Kostüm, nein, ich glaube nicht. Das wird Kunstleder Das riecht sein. auch wieder so. Ja, aber das riecht so wie früher, wenn wir wir Jungs, sag ich jetzt mal, ne? Wenn wir unser Cowboy-Kostüm ausgepackt haben, hat das auch so gerochen. Ja. Aber das ist Kunstleder. Das ist aber nicht so schlimm, weil, gut, das müsst am Nee, Ende, das ist das müsst am Ende ihr mitentscheiden. Ich finde Ja. nicht zum Beispiel, dass das jetzt so schlimm aussieht, wie die eine Ledertasche. Ihr erinnert euch, die wir mal von Timo gekriegt haben, die halt nicht so schön war. Nein, schlimm sieht der Gürtel. Sieht schön aus. Das ist Ansonsten war Timo, wie gesagt, immer großartig. Ich habe in einigen Kommentaren gesehen, dass wir auf einmal Timo schlecht reden. Das ist absoluter Blödsinn. Also falls der Zuschauer da ist oder dieses Video später noch mal sieht, das ist absoluter Quatsch. Wir lieben Timo. Und wir haben keine Kooperation mit Timo. Im Gegenteil. Nein, da bezahlen wir alles selber. Da machen wir alles aus eigener Tasche. Wir haben einmal eine Kooperation mit denen angenommen, hat uns nicht so gefallen, was die wollten. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, vergesst das. Das heißt, einmal haben wir ein Paket von denen gekriegt. Könnt ihr euch gerne ansehen. Ist auch deklariert etc. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, brauchen wir nicht, weil wir bestellen alles gerne. Wir nutzen alles gerne selber. Wir stehen voll dahinter, was wir da bestellen. Aber wenn Scheiße nach Haus kommt, dann ist das unsere Aufgabe auch zu sagen, da lass mal lieber die Finger von, richtig? Weil dafür sind ja solche Kanäle und dafür sind ja auch wir. Euch zu sagen, guck mal, haben wir bestellt, habt ihr auch bestellt, habt ihr noch nicht bestellt, dann lass es sein. Darum ging es. Also das nur mal als freundliche Mitteilung an die, die nicht so ganz verstehen, was unser Kanal hier ist. Wir testen Klamotten und bezahlen die größtenteils aus eigener Kasse, damit ihr wisst, was geiler Scheiß ist und was kein geiler Scheiß ist. Und jetzt machen wir weiter mit hoffentlich viel
geilem Scheiß. Ist richtig. Yes. So, dann in Und diesem zwar Sinne. habe ich mir Nein, ich. Hab ich dir den nicht bestellt? Nein, den habe ich mir selber bestellt. Ich wollte den bestellen und Du du warst wolltest schneller. den- Ja, ich habe den nämlich auch gesehen. Ja, Das ist wie richtig, auch das immer. war nämlich wieder. Auf jeden Fall ist das ein richtig schöner, wie nennt man den? Hüftgürtel? Ja, der so- Taillengürtel. Hüft-Taillengürtel, ja genau. Hüft-Taillengürtel. Wie die Cowboy-Ladies. Damit, also ich habe so einen noch nicht, so einen großen, dicken. Und zwar, weil ich mir ja jetzt auch viele diese Einteiler bestellt habe, finde ich das sehr, sehr schön bei manchen, wenn man dann einen Gürtel mal um die Taille wickeln kann. Und den fand ich schön. Ich stimme auf. Den fand ich schön. Ich komme mal einmal ein bisschen näher. Geh Der hinter hat die Kamera ist besser, geh hinter weil die- du kannst besser Ach sehen, so, was du dann machst. Genau. So, wie ihr seht, hat er Kupfer ist das nicht, ne? Ja doch, so Kupfermanschetten. Manschetten. Also ist kein Kupfer. Wie heißt das? Wie- Chat, Messing. Me- Das ist richtig. Messing, ne? So Messingnieten. Stimmt, Kupfer ist ein bisschen rot. Nein, das ne? sind schöne Messingnieten. Ja. Schöne Messingnieten drauf. Der hat dann. Bin ich jetzt auch so scharf, dann verstecke ich mich hinterm Gürtel. Warte, Ich glaube, jetzt bin ich auch der scharfe Rob. jetzt bist du der scharfe Rob. Ich gehe runter. Ich hau ab. Ich hau ab. Aber du bist gar nicht im Fokus. Ja, das ist doch super. Nee, du bist doch nicht scharf. Du kannst wieder hoch. Ich bleib jetzt hier unten. Du bleibst da unten? Okay. Ich stelle euch das einmal vor, so wie ich das meine. Ich tauche hier unten ab und jetzt machen die da Wenn man den, weil normal macht ein Gürtel ja hier. Diesen trägt man hier oben. Ja, nur andersrum. Was? Das kommt nach unten. Diese Spitzen kommen nach unten. Ich wollte es ja auch jetzt nur mal der Community zeigen. ist der Knaller. Ja, beim Ja. Anziehen kriegt ihr immer Hilfe vom Rob. Das ist kein Problem. So, wie ihr seht, Wie ihr seht, trage ich das für euch jetzt mal falsch rum. das ist ja auch nur zum Zeigen. Ja. Okay. Sonst kannst du nicht schlafen heute, ne? Ey, das ist der Knaller, ne? Das ist der Knaller, ey, ohne Scheiß. Der Alte muss sich immer zeigen, wie man Frauenklamotten trägt. Irgendwann sagen, ich warte darauf, dass der Tag kommt, wo die im Chat schreiben. So. Komm, Robby, sag mal ehrlich. Jetzt ist richtig? Eigentlich warst du eine Roberta, oder? Du bist ja schon fertig. Ist richtig. Jetzt ist richtig? Jetzt ist richtig. Ah, okay. Jetzt ist richtig. Also, auf jeden Fall trägt man den in der Taille. Ich wollte euch das So. einmal schön zeigen. Ja, Ja, das ist jetzt mit der Jacke ein bisschen Ich blöd, wollte gerade sagen. aber ich mag solche Gürtel. Ich hatte noch nie einen, also das ist mein erster Gürtel, aber ich mag die sehr, sehr gerne. Ja, du hast schon ein paar, aber nicht Und- diese breiten. Der Ja, ist ja nicht jetzt, diese ganz der ist jetzt breiten. tatsächlich da, sag ich mal, um diese breiten Pullover oder Kleider Genau. ein bisschen aufzuwerten und die natürlich dann dementsprechend ein bisschen abzuteilen. Ja. Jetzt können wir mal ganz kurz hier, also wie gesagt, hier diese Nuppis da unten, die Genau, Bella gerade aus Versehen abzuteilen. falsch rum angezogen hat, die kommen nach unten. Das ganze Ding seht ihr hier, bewegt sich bei 14,99 bis 18,99 €. Warum die hier wieder die Preisspanne haben? Genau, wir wissen es nicht. Ihr bekommt den selbstverständlich auch in einem hellbeige. Ihr bekommt den in dem Braun, den die Bella jetzt bestellt hat. Und ihr bekommt den hier in diesem Schwarz. Hier vorne war, genau, das war nochmal ein dunkelbraun. Nee, du hattest den in dunkelbraun, ne? Entschuldigung, genau, das, Das ist er. dunkelbraun. Bella hat den dunkelbraun, genau. Den bekommt ihr auch nochmal hier in diesem Rostbraun, wie auch immer. Auf jeden Fall, der wird auch deklariert als Karneval- oder Cosplay-Gürtel. Wie wir hier sehen, ist der Preis da schon wieder 13,99 €. Also, warum die da manchmal die Preisunterschiede machen, ich werde es auch nie verstehen. Das Ganze haben wir dann hier noch einmal in der Komplettansicht. Das ist das Karnevalbild, da wollte ich euch nicht zeigen, sondern genau hier. Natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Zack. Also egal, ob zum Kleidchen, Longpulli oder halt in dem Fall jetzt hier ein längeres Hemdchen. Ist selbsterklärend, ne? Kann man das Ganze nochmal schön ein bisschen abteilen. Wie gesagt, Qualität okay. Echtleder natürlich nicht, weil ja. es ist ja eigentlich nur als Spaß, wie jetzt eigentlich zum Karneval gedacht gewesen. Nichtsdestotrotz hat man ja viele Sachen, die nicht immer Echtleder sein müssen und trotzdem gut aussehen. Und deswegen geben wir jetzt hier natürlich nicht nur eine Empfehlung raus für Karneval, sondern selbstverständlich dafür, wer sich ein bisschen aufwerten möchte in seinem Outfit, der ist hiermit gut bedient. Yes. Oder? Ja. Ja, wie gesagt, ist richtig. jetzt natürlich ein bisschen schwierig, mit den ganzen Sachen, die du jetzt anhast, da zeigen zu können. Aber wie gesagt, ich fand die Qualität jetzt nicht schlecht. Im Gegenteil, ich fand die völlig ausreichend und auch der Gummizug hinten ist ja sehr schön. Ja. Vor allem, da der auch breit ist und in der Das passenden ist Farbe. richtig. Ne? Manchmal hast du ja auch ein bisschen Sachen, die sind dann für den Karneval.
Und dann weicht dieses Gummi da hinten, sage ich mal, so stark davon ab, dass du dir die Frage stellst, das hätten sie auch sein lassen können, warum haben sie das gemacht? Haben sie hier nicht, deswegen finde ich das völlig in Ordnung und auch schön. Und auch wenn das jetzt von Amazon ist, kommt es natürlich von daher, wo alles herkommt, aber Fakt ist, es stinkt nicht. Also es riecht, wie Bella schon gesagt hat, eigentlich wie Echtleder. Ist natürlich kein Echtleder, haben wir jetzt gesagt, aber es ist auch schön verarbeitet, es ist schön vernäht. Habt ihr alles in der Kamera gesehen und auch die Schnalle ist alles wunderbar. Deswegen, nur als Karneval-Gimmick, nein. Nein, das Schön zum wollte ich gerade sagen, schön zum Aufwerten ist eine großartige Sache. wollte ich das ja auch haben. Wie gesagt, da zeige ich euch jetzt nur einmal, weil ich glaube, das ist ein Geschenk. Hier haben wir Cheesy Jalapenos als Dankeschön. Das finde ich auch mal schön, ne? Das ist auch mal nett. Hast du das einfach Geschenke? Ja, ich gehe mal stark davon aus. Weil, hast du Jalapenos bestellt? Chips? Ich kenne Poppermies nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, Also okay. Fakt ist, vielen lieben Dank an Amazon-Verkäufer. Ich weiß nicht, wer uns das... Teddy, das ist bestimmt für dich. Das ist Hat der bestimmt Teddy für schon guten Abend Teddy. gesagt? Ich weiß nicht. Teddy, sag mal guten Abend. Das ist richtig. Von Teddy gehen liebe Grüße raus. Und jetzt wartet die Bella unter anderem auf eine Sache, die der Robby sich auch im Sterbebett wieder hat einfallen lassen. Und das ist Made in the Ukraine. Ja, ist richtig. Der Robby-Tesse-Kanal fördert auch die Wirtschaft in Der Ukraine. Ist richtig. Wir schicken keine Bomben, wir schicken Geld. Und kaufen dafür geilen Scheiß. Ja, guck mal, was da drin ist. Woodwedge. Ja, Wood ist ja Waldzeug. Wood ist Holz. Sag ich doch. Richtig. Ja, davor. Jetzt hat der Robby wieder bestellt, wofür ein Baum sterben musste. Da kriege ich auch wieder Kommentare, da weiß ich jetzt schon. Was willst du machen? Ja, es stirbt für alles. Es stirbt für alles irgendwie. Irgendjemand stirbt immer für irgendwas. So war das nicht gemeint. So, zack. So, hölzernes. Ach, das ist alles einzeln. Oh, was ist denn das? Docking Station Organizer. Holst du das raus? Oh ja, ich hole das raus. Das ist alles einzeln verpackt, deswegen mache ich das einmal so. Das bringt ja nichts, wenn die jetzt anfängt das, zu lesen, wie das aufgebaut wird, ne? Richtig. Also, guck mal hier. Uno. Due. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eine ganze Menge. süß. Sehr schönes Holz verarbeitetes Material. Das ist wirklich schön. Schön verarbeitet, alles gebrandet. Kommen wir gleich noch mal ran. Da sind Knickerchen, da ist eine Schublade, da ist das, da ist das, da ist das. Also, bevor wir das zusammenbauen, holen wir noch mal kurz die Anleitung raus. Den Karton packe ich eben an die Seite. So, dann haben wir hier mehr Platz. Also, das, was die Bella gerade in der Hand hatte, einmal ganz kurz, ist diese wunderschöne Anleitung, wo ihr die Einzelteile dieses Sets alle seht. Hier ist jetzt die Box. Und jetzt, bevor wir das zusammenbauen, zeige ich euch das selbstverständlich einmal, damit ihr wirklich einen Hauch der Qualität bekommt. Das bedeutet, das ist alles wunderschön geschliffen und abgerundet. Also das ist hier, seht ihr das? Ja, könnt ihr sehen, ne? Guck mal, das ist alles wirklich schön. Da ist nochmal ein Dremel lang gegangen, der hat das alles schön weich abgeschliffen. Hier, da befindet sich ein Magnet, der da eingebaut ist. Und hier haben wir nochmal diese schöne Fokus Holzbranding. Zack. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Sachen. Hier haben wir das große Chateau. Alles schön gemacht. Also natürlich ist das alles mit einem Fräser gemacht worden, aber Trotzdem schön. das ist alles schön abgerundet. Ja. Da, die Kanten, das ist alles schön rund. Alles schön verarbeitet. Hier unten sind auch schon direkt, guck mal, da sind direkt Nuppis drauf, ja, damit ihr euch das hinstellt. Diese Anti-Kratz und damit das Ding nicht so verrutscht. Nummer 2, dann haben wir die Schublade. Die Schublade ist hier schon mit Schaumstoff, beziehungsweise, was ist das? Teppich. Guck mal, das ist ja der Knaller. Ja. Hier ist schon richtiger Teppich. Also ernsthaft, das ist nicht, das ist Teppich. Das ist ein Stück Teppich. Ein Stück schwarzer Teppich. Reingelegt, reingeklebt sogar. Ich krieg den nicht raus. Voll gut. Hier eine kleine Absperrung. Zack. Wieder. Wirklich. Alles schön gemacht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze ist, da kommen wir jetzt natürlich zu. Einmal wollte ich euch nur zeigen, dass das wirklich schön gemacht ist. Der kommt ja dann hier vorne drin. Zacker. Und dann haben wir ja hier diesen Halter. Der kam, glaube ich, muss ich selber mal gucken, das war dieser Handyhalter. Das war dieser Handyhalter. Der wird, glaube ich, hier reingesteckt. Genau, der wird hier reingesteckt. Zack. Dann haben wir, glaube ich, den Handyhalter. Den können wir hier hinmachen. Und dieser Nuppi, dieses Nuppi wird, glaube ich, irgendwo rangeschraubt. Da gucken wir gleich mal. Aber das ist doch dann doof, ne? Oder? Ist das da unten? Ich muss einmal gucken. Ich zeige euch jetzt einmal, ich lege den mal eben kurz hier rein, weil wie gesagt, dass das Ding tatsächlich noch zusammengeschraubt wird, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber wir können ja jetzt hier schon mal sehen,
wie der ungefähr aussieht. Wie gesagt, das hier ist dieser Handyhalter, dieser Handyständer, wo der Handy drin stehen kann. Den kann man sich wahrscheinlich auf verschiedenen Fall. Hier ist ja auch jeweils, ich mache das nochmal kurz raus, hier ist auch jeweils ein Loch, dass ihr also einen Ladestecker da durchmachen könnt. Zack, so. Guck mal, da brauchst du auch nur so von oben so reinhängen. Zack, und dann hält das schon. Wie gesagt, den gucken wir gleich nochmal. Hier, wie gesagt, wo der Magnet war, da könnt ihr beispielsweise eure Smartwatch oder etc. anbringen und laden. Und das Ding fand ich so klasse, als ich das gesehen habe. Also muss ich wirklich sagen, richtig schön. Dass das aus der Ukraine kommt, wusste ich nicht, als ich das bestellt habe. Da muss ich mal ganz ehrlich sein. So, jetzt gehen wir mal eben bei der Bella weg. So, seht ihr? So sieht das ganze Ding aus, wenn es fertig ist. Du hast dann da diesen Ladeständer. Da kannst du deine Brille ablegen. Da oben, wie gesagt, hast du dann die Uhr. Ich hab's. Ich mach mal groß. Und unten kannst du die iPods reinlegen. Und selbstverständlich hast du dann, wie gesagt, unten die Schublade. Du kannst also alles komplett unterbringen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die Bilderchen an. Zack. Also eine Wahnsinnsvielfalt, die man da hat, auch mit den Schlüsseln. Ne? Da oben hast du den Nuppi, wo du den Schlüssel unterbringen kannst. Die Brille. Also super für auf der Couch, auf dem Sekretär und wo man gerade will. Unten nochmal die Schublade. Vielleicht auch für im Flur. Kommt halt immer drauf an, wo man jetzt sein Handy etc. unterbringen will. Wie wir jetzt hier sehen können, können wir diesen Handy-Stecker separat auch irgendwo hinstellen. Also wirklich eine tolle Kiste und das Ganze also ich fand es gerechtfertigt, muss ich wirklich sagen. 44,53. So. Irgendwas zu malen. 44,53 für diese schöne Holzkiste und ich fand die super. Vor allem, das Ding ist, wie wir ja gerade gesehen haben, komplett aus Echtholz, wirklich schön verarbeitet, toll mit diesem kleinen Teppich auch in der Schublade. Und dieses Ding, Baby, okay. dieses Ding hier war, glaube ich, Nee, das kommt da drauf. Genau, da sind 2 Löcher und Ja. auf der Platte waren 2 Löcher. Aber ich finde es schade, weil man dann hier dieses Zeichen nicht sieht. Ja, warte mal. Irgendwie doof gemacht. Muss ich noch mal ganz kurz, nur damit ihr das auch ganz kurz seht, ist richtig. Also das war diese Platte. Da ist wieder dieses Branding drin. Hier sind die 2 Löcherchen und hier sind die 2 Löcherchen. Und das Branding bleibt. Also das Branding bleibt hier vorne. Der kommt hier hinten und dafür sind diese Schrauben, wir haben insgesamt hier noch diese 4 Schräubchen mit dabei bekommen und die können wir dann hier dran machen. Das bedeutet, das Branding bleibt erhalten. Ja, aber dann passt das nicht da rein. Nee, dann passt das nicht da rein. Siehst du? Das meine ich. Achso, vielleicht ist das auch die Option, um das separat einzeln zu machen. Das kann ich nicht sagen. Gerade auf den Bildern stand ja auch, dass man das, jetzt hau ich alles durcheinander, Jetzt haust du alles durch. dass man das separat anbringen kann. Fakt ist, Aber wie gesagt, es ist ein schönes es ist wirklich überall und es butterweich. fühlt sich auch echt geil an. Ja, es ist überall Muss ich ehrlich sagen. butterweich und diese Brandings, die werden mit einem Laser reingebrannt worden sein. Ich zeige euch das hier nochmal ganz kurz mit der Kamera. So, seht ihr? Das geht also auch tatsächlich so ein bisschen tief ins Holz rein. Das ist also nicht nur einfach so. Könnt ihr das sehen, Freunde? Ja, das geht also wirklich da. Guck mal, ich komme da mit dem Fingernagel rein. Also das ist richtig tief reingebrannt, was ich auch super finde. Ja, also wirklich schön. Und ja, wie gesagt, da wird mit dem Laser gemacht worden sein. Ja. Ich glaube trotzdem, also wie gesagt, ich glaube Ja, nicht, ich kann mir das auch gut vorstellen, aber dann sieht man nicht. aber du hast recht, wenn das Branding da hinten verschwindet, Irgendwie, dann sieht man das, würde man das vielleicht nicht mehr noch mal sehen. gucken. Aber jetzt halten wir uns auch nicht an diesem Branding Nein. auf, ob man das noch sieht oder nicht. Fakt ist, man kann das hier festmachen, dann kannst du hier das Telefon Ja. reinstellen. Und alles andere, wie gesagt, hier war die Uhr, da war der Magnet, ja. weil es gibt ja auch diese Uhren-Magnet-Ladedinger und die sollen dann hier reinpassen. Ne? Ich glaube, auf den Bildern war das gerade auch zu sehen. Dann kann man die nämlich da reindrücken Ja, und dann das kann man seine Uhr direkt da laden. Nichtsdestotrotz, Genau, ist fürs Handy. Hätte auch zum Malen sein können. Die Petra schreibt gerade, voll schön. sie dachte, dass das eine Leinwand ist. Aber Ja, ich- hätte man auch machen können. Ja Habe ich auch erst gedacht. Aber dann habe ich hier dieses Ding gesehen. Ich denke, da könnte auch ein Handy drauf Ja, passen. also ist schon. Aber ist schön, ist wirklich schön. Vor allem, du kannst das ja hier echt machen, wie du willst. Und hier ist ja auch nochmal dieses Loch, dass du hier auch mit einem Ladekabel durchkommen kannst. Ja. Also du hast ja echt viele Varianten. Und obwohl das hier nur eingeschoben wird, hält das hier auch wunderbar. Ja, und du hast hier die Schraube, Ja, ne? man kann das auch festmachen. Achso, das haben wir auch noch nicht gezeigt. Also, und diese Nuppis funktionieren auch. Denn ich kann das so jetzt hier gar nicht drehen. schwer. Du kannst das schwer Also drehen. das funktioniert. Hat die Bella recht. Da hinten sind auch nochmal dann die 2 Genau. Varianten, wo man das Ganze festschrauben kann, damit das wirklich tatsächlich hält. Ja. Also, Ist echt super, Voll super schön. cool. Ich fand es wirklich mega schön und finde es jetzt noch viel schöner, Ja. das einmal in live zu sehen.
weil ich nicht gedacht hätte, dass das, ihr wisst, ne, das ist ja manchmal, dann siehst du irgendwelche Bilder und dann denkst du, ja, das ist nett. Okay. Das kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Aber, dass das wirklich so schön verarbeitet wird, hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, 45 € für so eine Box, die so schön verarbeitet worden ist, egal ob das eine Maschine gemacht hat oder nicht, das braucht ein bisschen Zeit, das Ding muss ein bisschen sauber gemacht werden, weil das muss ich auch mal festhalten. Wer das ein oder andere aus Holz schon mal gekauft hat, dann hast du die ganzen Flossen und ich habe eine schwarze Hose an, also ich mache keinen Spaß, ne? Dann hast du alles voll Sägespäne. Also das Ding ist wirklich komplett sauber gemacht worden. Das muss man auch noch mal sagen. Da kenne ich auch andere Sachen. Ja, ist richtig. Ja, die sind ja nicht so sauber gemacht Nein. worden. Ist richtig. Echt ein schönes Ding. Von daher eine feine Sache. So, jetzt muss ich einmal gucken. Das hier ist, glaube ich, unbedeutend, denn das hier sind einfach nur Klingen. Ach so, nee. Das lassen wir mal weg. Da habe ich nur ein paar Klingen bestellt. Und was das hier ist, habe ich keine Ahnung. Aber dass sich das anfühlt wie irgendwas, was nicht für mich ist, geben wir das mal eine Bella. So, wie gesagt, die Klingen packen wir an eine Seite. Ich habe mir sagen lassen, die ist für Airbrush Junkie. Zack. Und du. Tschüss. Was haben wir da? Ah! Da hat der Alte auf dem Krankenbett gedacht. Das ging schief damals bei Temu. Das war nix. Jetzt versuch's es noch mal neu. Ob's geklappt hat oder nicht, finden wir jetzt raus. Ja, das ist richtig. Das wäre ja jetzt unfair gewesen, hätte ich dir eine Echtledertasche geholt und hätte die mit der von Temu verglichen. Nein, ich habe einfach noch mal eine bestellt, die ebenfalls aus China kommt, aber von Amazon. Ja, aber stinkt trotzdem wie Bulle. Ja. Siehst du? Ja. Also, das kriegen sie nirgendwo besser hin. Nee. Aber die Qualität ist Aber eine ist andere. süß. Der Stoff ist schon anders. Ja. Der Stoff ist schon anders. Also Kunstleder, ja, das ist richtig. Die muss ein bisschen ausgasen. Aber ich kann hier schon mal festhalten, mein Empfinden, das habe ich auf den Bildern. Ich habe mir da die Bilder der Kunden angeguckt, bevor ich das bestellt habe. Und die waren gut. So, klar, solche Sachen müssen oft ausgasen. Ne? Das haben wir ja hier und da auch schon mal bei anderen Herstellern verziehen. Hier kann man aber schon mal wieder sagen, das hier ist ein schöner Reißverschluss. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich war so sauer auf diese Handtasche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie schön der bei der nicht tollen Temu-Tasche war. Die eine Katastrophe, wir waren uns alle einig. Diese Temu-Tasche war, Das war eine Katastrophe. Wildleder zu imitieren, in der Art und Weise, wie die das gemacht haben, brauchen wir nicht drüber reden. Ob man Temu mag oder nicht, das war eine Vollkatastrophe. Aber hier haben wir eine Lederoptik. Wir haben einen sehr schönen Reißverschluss, wie ich finde, für den Preis, Freunde. Ganz wichtig, wir reden hier wieder von Preisen. Der Nuppi hier ist, ich weiß nicht, ob das im Fokus ist, der Nuppi hier ist wieder auch schön verarbeitet. Also hier der Nuppi vom Reißverschluss. Die scharfe Bella muss wieder raus, das seht ihr selber. Ne? Guck mal, wie der am Glänzen ist. Der ist also wirklich schön. Wie gesagt, der Reißverschluss geht wie Butter. Von innen haben wir auch ein, scharfe Bella muss weg, haben wir so einen samtartigen Rückstoff, der natürlich dann auch alles, was wir da reinpacken, ein bisschen schützt, was ich großartig finde. der ist echt schön, der Stoff. Sag ich ja. So, also, Das ist echt. die muss mit Sicherheit mal heute Schön, Abend auf jeden auf der Veranda liegen bleiben, also geöffnet auf dem, ihr wisst, was ich meine, wie heißt das? Auf dem Balkon. Auf eine Spange, ne? Oder umgekehrt auf eine Flasche, dass die einmal auslüften kann. Das kann man manchmal bei günstigeren Sachen nicht anders machen. Aber auch hier haben wir, wie gesagt, die Tasche, die doch sehr schön fällt, oder? Ja. Also das Ding hier ist doppelt vernäht. Das Ding ist doppelt vernäht. Hier haben wir dann wieder den Magnetverschluss, kann man sehen, ne? Da haben wir den Ja, das kann man Magnetverschluss. alles sehen. Das bedeutet, das ist ja auch so eine, wie sagt man denn? Ihr Frauen wisst das doch besser als ich. Was ist das? So wie so eine Shopping-Bag, oder? Ja. Wo man schnell gehen kann, ne? Da kannst du mal sagen, Hannelore, warte mal. Das ist eine Tasche für jeden Tag. Ne? Da kannst du mal schnell hier ohne Reißverschluss, kannst du da mal reingreifen, kannst du da mal gucken. Das Ding kann ein bisschen lüften, sag ich mal, ohne Reißverschluss. Das Ding hat einen, guck mal, oder? Bin ich zu scharf? So, das Ding hat einen schönen Boden, der ist ebenfalls verstärkt. Und zwar ist der verstärkt durch, für euch drehen wir alles auf links, das wisst ihr ja. Zack, guck mal hier. So, und da kommen wir nämlich mit den Unterschieden, es geht auch anders. So, und das ist das, was ich meinte. Dieser ganze Stoff ist komplett von innen. Guck mal, obwohl man das ja gar nicht macht, richtig? Wirklich jetzt mal, ernsthaft, an alle, oder? Guck, ist schön vernäht, komplett. Und hier unten haben wir einen doppelten Boden, der doch ebenfalls super vernäht ist, oder? So, und hier drin ist noch eine Manschette, um das Ganze wirklich stabil zu halten. Hier gibt es nichts zu meckern. Und das ist der Unterschied, weil ich damals sagte, also nochmal an den einen oder anderen Zuschauer, alle Sachen werden in Fernost produziert heutzutage. Alle, Mensch, VW, alle hauen da einen ab. Also, das lassen wir jetzt da hängen, da müssen wir eigentlich nicht jedes Mal sagen, aber es gibt Menschen, die haben das immer noch nicht verstanden. Und es gibt immer geil produziert und nicht so geil produziert. Leider hatten wir einmal, und es war ja auch das allererste Mal nach 2 Jahren, dass wir mal sagen mussten, oh, was ist das denn jetzt? Wir waren ja geschockt. Also wer selber nicht gesehen hat, wie geschockt wir waren, das ausgepackt zu haben von Temu.
unerwartet. Ja. Hier haben wir jetzt aber wieder war gesehen, wichtig. es kann halt mal vorkommen, ich finde diese Tasche Nein, die ist großartig super. und jetzt werden alle verstehen, warum. Weil die gar nicht so viel teurer ist als die, die wir seinerzeit bestellt haben. Also, die haben wir jetzt ausreichend gesehen, was bedeutet, im Grunde genommen brauchen wir uns mit den Bildern hier nicht mehr so lange aufhalten. Schön ist auch, dass wir natürlich hier die 2 Taschen kriegen. Was bedeutet, habt ihr irgendwas in der großen Tasche, was ihr separat nochmal schützen wollt, wie zum Beispiel euer Handy oder euren Schlüssel, könnt ihr das da reinpacken und das Ding ist zusätzlich nochmal geschützt. Das Ganze, guck mal hier, 16,99 und es gibt sogar ein Kupönchen, ist richtig, da, guck mal, 15% kannst du nochmal auf das Ganze anwenden. So, die Bewertungen, hatte ich schon gesagt, waren super. Und hier sehen wir nochmal das Beispiel. Also, wir haben einmal die kleine Klatsch, will ich jetzt nicht sagen. Die kleine Handbag, dann haben wir da die Schultertasche. Das Ganze großartig. Hier sehen wir das Ganze nochmal in den Größen. Wir haben 27 cm, 31 cm mit Henkel, 35 in der Breite, 12 in der Tiefe und die kleine Handtasche 25 x 20. Großartig, oder? Nein, ist schön, Schatz. Also, Super gemacht. damit haben wir jetzt mal geklärt. So, und wie gesagt, und die ist auch stylisch. Die ist auch stylisch. Stylisch. Also, der Preis ist super. Wir bekommen jetzt 2 kleine Handtäschchen. Nochmal, ist richtig, muss eine Nacht auslüften. Bei dem Preis völlig normal. Ja. Denn das möchte ich auch nochmal sagen, für den einen oder anderen, damit man mich richtig versteht. Wir haben uns immer gewundert, wenn wir das ein oder andere bei Temu bestellt haben, als wir mit Temu angefangen haben, dass es nicht gerochen hat. Das war ein Riesenphänomen. Deswegen waren wir ja vom ersten Tag an von Temu so begeistert, weil wir gesagt haben, guck mal, Geil. es funktioniert ohne diese ganze Chemiekeulen etc., beziehungsweise die halten sich da dran besser als vielleicht manche anderen, die immer noch ihre Sachen da reinmischen, die gerade hier bei uns in Deutschland, wie wir alle wissen, ja größtenteils sowieso schon verboten sind. Ja. Das war ja der große Hype überhaupt. Der Hype ist unserer Meinung nach überhaupt gar nicht, dass man bei Temu gesagt hat, Gewinnspiel und diesen ganzen Blödsinn, den du da machen kannst. So ein Schwachsinn. Haben wir noch nie gemacht. Wir sammeln da keine Punkte, wir machen diese Gewinnspiele da nicht, wir lösen nicht irgendwelche komischen Coupons ein. Diesen ganzen Rotz, das machen wir grundsätzlich weg. Wir bestellen da geile Klamotten, packen die aus, gucken, wie cool die sind und bestenfalls freuen wir uns. Und leider war es einmal so, dass wir echt gedacht haben, kann nicht wahr sein. So, nichtsdestotrotz war natürlich das hier eine Anspielung meinerseits darauf, um auch nochmal klar zu machen, das kommt genau von daher wie das andere. Nur hier war es jetzt mal ein bisschen besser als das andere, was mit Sicherheit auch eine Ausnahme gewesen sein wird. Aber seht ihr diese Handtasche bei Temu aus dem Video? Wisst ihr, ja, das ist lieber die Hände voll. Und jetzt habt ihr eine Alternative und müsst nicht mal bei Temu bestellen, beziehungsweise nicht die Handtasche. Aber ihr könnt so eine ähnliche Handtasche haben, bekommt sogar nur eine zweite hinterher und der Preis ist fast der gleiche. Großartig. Das ist richtig. So, darum ging's. Schön, mein Schatz. Oder? So, da wollen wir mal gesagt haben. Also da stehe ich wieder hinter. Haben wir gesagt. Nein, das ist richtig. super. Muss man eine Nacht ein bisschen lüften. Ach, mit wie vielen Sachen hast du die erstmal gewaschen werden müssen und lüften? Da will ich mich gar nicht mehr so lange mit beschäftigen. Nee. Weil das haben wir ja überall. Ich glaube, die Bella wartet hier auch schon ein bisschen länger drauf. Ich habe auch oft irgendwo mit Parfüm gesprüht, aber dann kriege ich von meinem Mann immer Ärger, weil ich, glaube ich, ein bisschen übertreibe. Und dann sagt er immer, Ma, hast du wieder gesprüht? Ja. Ich habe ein Parfüm. Manchmal denke ich, Ach komm, das erzähle ich gar nicht mehr. Da werden die Leute, das verstehen die Leute. Wenn sehen sie, weil ich für mein Parfüm bezahlt habe. Ich glaube, ich habe das einmal gesagt, ich wiederhole das nicht mehr. Nein. Ja, wenn man dann so ein Parfüm macht, das ist super. Früher habe ich immer Deo genommen, wo ich noch dieses Deo-Spray hatte, ne? Immer einmal eingesprüht und dann da draußen gehangen. Aber ja, check die gar nicht. ich werde es einsprühen und jetzt dann da draußen. Aber So, hier. so, jetzt! Weil du so schön an meinem Sterbebett gelegen hast, hat der Robby gedacht, bestellt er dir nochmal was, wo die Zuschauer sich dran freuen, ich dir nochmal Danke sag und du hoffentlich Spaß dran hast. Ist richtig. Wer ist das Große? So, immer jetzt. Warum glauben die Leute eigentlich immer, dass das Schönste immer in den großen Dingen drin steckt? Ah. Das ist nämlich viel schöner. Ach, Quatsch. So, schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, die Augen sind gewöhnungsbedürftig, ist richtig. Ich sehe das die ganze Zeit so im Blickwinkel. Das sieht echt komisch aus, ne? Ich glaube, ich mache die gleich einmal ab. Jetzt kannst du Sau dran Jetzt kann lassen. ich Sau dran lassen. Ja, ist auch richtig. Jetzt kannst du Sau dran lassen. So. Oh, Oh. Was haben wir denn da? was haben wir denn Was haben wir hier? denn da? Eine Kette. Heidelutschi. Heidelutsch. Heidelutschi. So, Freunde, wir haben ein bisschen Schmuck wieder für euch. haben ein An bisschen alle Schmuck. Ladies. Oh, mein Wir haben ein die ist bisschen aber Schmuck. schön. Guck mal mit
Smaragd, ne? Das ist ein Smaragd, Grün das ist ist richtig. Smaragd, Das ist völlig ne? richtig. Ihr bekommt diese Kette in insgesamt Das ist aber eine 4, richtig 8, geile, schöne 12 verschiedenen Steinen. Darunter auch Smaragd, Wow. Rubin, Saphir und noch ein paar andere. Die gucken wir uns gleich an. Möchtest du oder soll ich? Ne, du kannst das immer besser erklären. So, komm hier. Also, besten der Robby kommt einmal nach vorne, damit ihr das ganze wunderschöne Ding natürlich auch einmal im Original seht und nicht nur Ja, im... dann kann ich die auch gleich einmal ummachen. So, Achtung! Hier kommt das schöne Ding. Also, ich mache einmal die Bella hier ein bisschen unscharf. So, dann... Na, so. Wir haben also hier einen Stein, der einen ganzen Zentimeter fasst. Da jetzt ist Fokus. Dann haben wir da oben auch noch kleine Brillanten, glaube ich, sind das. Ne? Da oben. Brillanten oder Diamanten muss ich gleich nochmal gucken. Da oben hier ist nochmal so eine Brücke. Ah, Dann ist das ganze Ding hier schön geöffnet, damit natürlich schön Licht einfällt. Und auch hier hinten ist viel geöffnet. Und die einen oder anderen werden das wissen, diese Öffnungen hier hat man ja immer, damit viel Licht einfallen kann. Damit der Stein eben von hinten praktisch beleuchtet wird. Deswegen hier auch diese Schlitzkammern. Damit er dann schön funkelt, obwohl der am Körper anliegt. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen das Problem, dass ich hier eigentlich nur eine Lampe bräuchte, die ich mir mal ganz kurz holen muss, damit ich euch das wirklich mal so zeigen kann, wie der Stein wirklich aussieht, weil der wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. So, jetzt komme ich noch mal ganz kurz her, lege ich mir das noch mal aufs Händchen. Die scharfe Bella kommt einmal weg. ach so. So, guck mal, Freunde. Und dann haben wir hier den Stein und da die kleinen Brillis. Das ist also wirklich, da haben wir von hinten noch mal das Ganze wirklich sehr schön geschliffen. Und der Futze glitzert wirklich ein Träumchen. Also wirklich schön. Den Schliff habe ich wieder vergessen. Ich bin ja auch kein Brillantenhändler. Facettenschliff, lalalala, Nummer irgendwas. Ihr wisst das, ne? Also das kann man sich so gar nicht merken. Aber Fakt ist, wirklich schön. Und wie gesagt, der Stein fast 1 Zentimeter. Und das Ganze ist jetzt kaputt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber ich wusste nicht, dass du die schon geöffnet hast. Oder war die schon Die war schon auf. Also, das wusste ich Hab nichts nicht. gemacht. Da passiert natürlich nichts. Wir fädeln die noch einmal ein. Komm her. Der alte Mann ist so blind, ne? So. Und gucken einmal, wie das Ganze dann... Ach so, die Kette. Die Kette hat man gesehen, Freunde, ne? Die Kette ist natürlich ein bisschen dünner gehalten. Ich glaube, die Kette hat man gesehen, oder? Ich komme noch mal ganz kurz, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Hat man gesehen, ne? Die Kette... So, Fokus. So. Die Kette ist so eine Viereckskette. So, genau, ist so eine Viereckskette, ein bisschen dünner gehalten, was auch nicht schlimm ist, denn du bezahlst ja hauptsächlich das Geld für das kleine, schöne Ding da vorne. Und nicht immer nur zwingend für die Kette, davon abgesehen dürfen solche Ketten ja auch gar nicht so groß sein, weil die soll ja nicht von dem ablenken, was eigentlich um den Hals getragen wird und der Star des Ganzen ist. So, und wenn wir dann hier jetzt mal gucken, ich glaube, da geht die Bella noch einmal kurz nach vorne an die Kamera, um euch das noch einmal zu zeigen, weil ihr dann besser sehen könnt, wie das tatsächlich getragen ist. Oder kann man das sehen? Der sieht aber schon schön aus. Der funkelt schon schön grün. Weil du kannst auch sitzen bleiben. Man sieht von der Ferne, weil mir ging es eigentlich darum, dass man einmal sieht, dass der nicht zu dick aufträgt. Also selbstverständlich hat der einen Zentimeter, und, aber der trägt nicht zu dick auf. So, ich komme jetzt hier noch mal mit dem Licht. Ich weiß nicht, ob man von da sehen kann, wie schön der Futze glitzert. Der Futze, nee, das sieht man natürlich nicht, das ist alles viel zu weiß. Aber Fakt ist, der trägt nicht zu dick auf, obwohl er ja, wie gesagt, eine gewisse Größe hat. Ist also wirklich sehr schön. Guck mal, das ist ein Träumchen. So, jetzt kommen wir einmal hier hin. Genau, zack. So, da haben wir noch mal. Wir haben die Unendlichkeitskette da, 925 Sterling Silber mit dem Prinzessschliff. So war es nämlich, habe ich vergessen. Ja, mit dem Prinzessschliff. Das Ganze gibt es für 65,99 €. Da ist der Anhänger. Und wem die Farbe nicht gefällt, ihr habt auch wieder hier 8% Coupon, also fast 10%. So, wir haben das ganze Ding, ich glaube, ich mache euch das mal in groß, ne? Wir haben hier den, na komm schon, Smaragd. Dann gibt es den Granat. Dann gibt es den Amethyst. Also schön sind die alle. Wer nicht weiß, Bellas Lieblingsfarbe ist grün. Deswegen habe ich mich für den... jetzt bin ich schon selber doof. Was haben wir hier? Aquamarin. So, der Fokus ist die ganze Zeit. Deswegen habe ich mich bei Bella, wie gesagt, für den Smaragd entschieden. Ja. Dann gibt es das Ganze auch noch in dem Zirconia. Ja, gut, den finde ich finde ein bisschen langweilig. Da würde ich mir lieber so eine Farbe aussuchen. Dann gibt es den auch noch als Alexandrit, was auch schön ist. Ne? Der sieht auch super aus. Dann gibt es das Ganze noch als Rubin natürlich. Da ist der Rubin, auch sehr schön. Dann haben wir das Ganze noch
Peridot, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Peridot habe ich noch nicht gehört. Peridot sieht aus wie so ein Schlammgrün, ne? Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so mein. So, dann gibt es selbstverständlich auch den Saphir. Über Saphir, Smaragd, Rubin, ich glaube, brauchen wir alle nicht reden, ne? Sind die bekannten Farben und Steinchen, die man kennt. Dann haben wir hier noch einen, habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das gewesen? Rosa Turmalin. Auch süß, ne? Für eine kleine Prinzessin auch schön. Oder für eine große Prinzessin, je nachdem. Also an Farben gibt es hier alles. Hier haben wir einen Citrin, kenne ich auch sehr schön. Auch sehr schön, der funkelt bestimmt auch hervorragend. Und dann gibt es noch, also insgesamt 12 Stück da, den Tansanit. Das sagt mir jetzt auch nichts. Ich kenne das als Land, aber nicht als Stein. Also, wünschemäßig bleibt hier nichts offen. 65,99 Sterling Silber, wunderschöne Prinzessschliff, Halskette in Bellas Version, wie gesagt, als Smaragd Edition. Super. Haben wir gesagt, was die kleinen Steine sind? Wir haben nicht gesagt, was die kleinen Steine sind, ne? Nee, ich weiß das ja nicht. Was sind denn die kleinen Steine? Muss ich mal gucken. Das ist die einzige Art Prinzessschliff, Frauen, glänzend, Höhe. Wo sind denn die kleinen Steinchen? Manchmal verraten die nicht, was die kleinen Steine sind. Es steht hier gar nicht. Es steht hier nicht. Oder ich finde es gerade nicht. Es sind nur noch, also wer Interesse hat, Freunde, es sind nur noch 4 Stück auf Lager von dem Smaragd, von dem Granat nur noch 2. Also, hier ist schon ganz schön was weg, ne? Auch von dem Lilanen sind nur noch 2. Also wer daran Interesse hat, der braucht heute, sage ich mal, nicht auf unseren Link warten. Wer das macht, ist trotzdem großartig. Ihr wisst, direkt nachdem wir live aushaben, mache ich unten in der Videobeschreibung die ganzen Links unten rein. Wer darüber kauft, vielen lieben Dank. Es sind hier überall noch 4 und 2 verfügbar. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt so schnell weg sind. Jetzt seid ihr kauft jetzt alle direkt ein. Fakt ist, super. Ja, kostet ein bisschen mehr, ist aber auch echter vernünftiger Schmuck, muss man ja mal sagen. Ja, schön. So, dann haben wir das zweite. Das zweite, mal ein bisschen Schmuck. Ne? Muss ja auch mal ein bisschen wieder was für die Ladies da sein. Ich kann ja nicht immer nur mit meiner Technik um die Ecke kommen und schon gar nicht mit meinen ganzen Lampen. Ja. Aber hat jetzt einen Moment gedauert. Lampenspektrum haben wir abgedeckt, glaube ich. Lampenspektrum. Oh, das ist aber Ich habe schon wieder welche bestellt. Schatulle. Ja, ich habe schon wieder welche bestellt. Ist richtig. Das ist aber eine Das ist auch eine schöne Schatulle. schöne Schatulle. Das ist die Gewährleistung. Guck mal mit Läppchen. Oh. Da haben wir noch eine Kette. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja noch gar eine nicht. Kette. Oh, Das gibt's ja gar die nicht. ist aber schön, Schatz. Schöne Schatulle, kleines Die ist- Putzleistung. Die ist Gewährleistungsgarantie. genauso schön. Gewährleistungsgarantiekarte ist das übrigens. Ja. Nur für euch. Gewährleistungsgarantiekarte. So habe ich mir das nur gedacht. Ich hab Schöne gedacht, ich hab Box. das auch Lass es mal ganz kurz da drin. Ja. Weil, damit ihr einmal seht, das ist auch schön verpackt, muss ich sagen. Ne? Guck mal, hier haben die sich mal dazu entschieden, ein bisschen anders zu verpacken. So kann ich das euch nämlich auch schön zeigen. Und zwar ist die hier schön eingespannt. Und da haben wir auch wieder guck mal. Oh. Ja, hier haben wir auch wieder einen schönen Hellrosé. Stein. Ne, mit dem Licht sieht man das nicht so gut, den Stein, Schatz. Der Futze glitzert in 1000 Farben. Und drumrum sind auch wieder jede Menge Brillanten. So, wenn ich das jetzt hier wegmache, ich weiß nicht, wie man besser sieht. Ich habe gedacht, man sieht das mit dem Licht ein bisschen besser. Fakt ist, funkelt auch wieder wunderschön, hat auch wieder einen wunderschönen Schliff. Ja. Und wie gesagt, das Herz hier Das ist außenrum schon ist schön. auch einmal komplett besetzt. Ich mache es trotzdem noch einmal kurz mit dem Licht. Ja, da ist einmal alles voll besetzt und dann der herzförmige Stein. Außen ist alles in Hochglanz und dann haben wir hier eine Gliederkette mit dabei. Jawohl. Da ist das Ganze. Bitte schön. Dankeschön. Und dann zeige ich euch das jetzt selbstverständlich einmal hier. Jetzt möchte ich die auch einmal Aber selbstverständlich. anhaben. Ich muss einmal ganz Weiß kurz gar gucken, nicht. Für was ich mich entscheiden wo will. ich die hatte. Ich habe leider schon wieder Blötschauge. Das ist auch schlimm. Ja. Blötschauge, kennt ihr Blötschaugen? Ich kriege immer Blötschauge. Ja. Schon wieder so ein komisches Ding am Auge. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem alten Mann. Guck mal hier. So, Fokus, da kann man sehen. Da ist es in Violett. Wir haben den Anschluss hier oben. Der ist mit 1, 2, 3, 4 Stück besetzt. Dann haben wir diesen Außenring. Der ist ebenfalls nochmal besetzt. Dann ist das Ganze natürlich auch wieder Sterling Silber. Forever Love, Herz, Geburtstagsstein, lalalala, Hochzeit, Geburtstag. Guck mal, 59,99, aktuell 17% runter und da unten nochmal 20% Coupon kannst du da reinballern. Und auch dieses Ding bekommt ihr wieder in ganz vielen verschiedenen Steinen. Richtig, da ist alles wieder mit dabei. Ja, da ist wieder der Rubin mit dabei vertreten. Da gehen wir jetzt nicht komplett wieder durch, das ist ja praktisch genau das Gleiche. Ne? Fakt ist, wir haben hier auch wieder 2, 4, 6, 8, 10, 11 Steine. Einer scheint schon ausverkauft zu sein.
Hier steht allerdings noch nicht Verfügbarkeit runter. Nein, hier auch noch nicht. Aber Fakt ist, das Ding ist krass reduziert. Das ist schön für euch, schlecht für mich. So, ja, also auch ein wunderschönes Schmuckstück für etwas kleineres Geld, sage ich mal. Deswegen aber nicht weniger schön. Denn wer jetzt sagt, nee, so ein Zentimeterstein, das ist mir zu groß, Nee, das ist doch. der kann sich hier ein wunderschönes Herzchen um den Hals hängen. Ach so, und selbstverständlich sind die Ketten ja hier mit dieser, wie heißt denn das, Variablen, ne? Ihr habt da diese Kette, wo ihr diese 10 Glieder habt, wo ihr das jeweils dann ein bisschen anpassen könnt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auf dem Bild gesehen hat. Das da einmal ganz kurz gucken. Genau, also diesen Extender. Ne? Ich zeige euch das nochmal eben ganz kurz hier an der Variante. Guck mal hier, zack. So, da haben wir das Herz und hier hinten steht auch noch drin, hat man auch noch nicht gesagt, guck mal da, genau, in dem Halter steht drin, ich liebe dich. Ist richtig, ist das nicht süß? So, dann haben wir hier den Größenvergleich, ist nicht ganz so groß wie ein Eurostück und die Gliederkette, wie gesagt, ist einmal 45 cm und dann kommt dieser Extender, wo du ja hier dann jeweils, kennt ihr ja, genau. Und wieder 925 Sterling Silber. Also eine wirklich sehr schöne Kette an alle Männers, die ihrer Frau Da steht oder Mann sagen wollen, Schatz, ich liebe dich mit einem Herzchen. Gut, ich weiß jetzt nicht, da muss jeder selber wissen, ob das dann dem Mann auch steht, keine Ahnung, aber Fakt ist, schön. Also, muss ich jetzt auch noch mal sagen, da steht drin, ich liebe dich. ich liebe dich. Da steht I love you. Okay. Da steht I love you, haben die gesagt. Haben die gesagt? Hast du nicht gesehen? Aber wir haben das jetzt nicht. Nee, wir haben ja auch nicht. Ach so, warte mal, hier ist es doch. Da, zack, da steht I love you. Hast du nicht gesehen in der Okay, Kamera? habe ich nicht gesehen. Hinten im Rücken, also da, wo das Herz Jetzt gefasst ist, gerade da habe ich steht. das gesehen. Ah, Ja, na guck. jetzt gerade, ja. Großartig. Ja, ja. Ha? Großartig. Ja. Und was sagt denn der Chat hier? Sehr schön. Was sagt denn der Chat? Was haben wir denn bis jetzt? Sehen beide edel aus, ja. Nee, noch ist nicht so viel. Der letzte war jetzt hier mit dem Parfüm. Und die Petra sagt, sehen beide edel aus. Ja, Die das ist sind doch- wirklich schön, ja. Das ist, doch, freue ich mich. das ist doch großartig. Dann haben wir hier noch eine. Machen wir weiter. Eine Sammelbestellung. Eine Sammelbestellung. Hier haben wir ein Kleidungsstück. Ein Kleidungsstück. Hier haben wir ein Kleidungsstück. Okay. Hier haben wir ein Kleidungsstück. Hier ist das Messer. Ich glaube, das ist ein T-Shirt. Das ist das T-Shirt, ne? Ich glaube, das ist das T-Shirt. Ich glaube, das ist das T-Shirt. Das machen wir einmal auf. Schauen wir mal. Heute ist wenig los, ne? Heute ist wenig los, sehe ich gerade. Ja, die haben uns alle so sehr vermisst, weil wir jetzt 2 Wochen nicht da waren. Heute ist wenig los. Hat der Rob zu spät Bescheid gesagt, dass wir heute online Kann kommen? auch sein. Hast du das spät gefragt? Alles klar. Heute ist wenig los. Also, hier haben wir ein T-Shirt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, bei der Menge der Zuschauer sind gar keine Männer da. Was bedeutet, das ist ein Männer-T-Shirt nochmal für einen Robby. In beige. Nein, das ist nichts, alles klar. Das habe ich in, was ist das, 180, 96er, also in XL habe ich da bestellt. Ihr wisst ja, ne? Ich habe im Sommer, und jetzt haben wir ja gerade auch heute wieder 20 Grad gehabt, das ist richtig, habe ich ja zwischendurch gerne mal etwas Luftigeres an, wie ihr wisst. Deswegen ist ja mein Pullover auch immer ein bisschen luftiger. Und da habe ich dieses T-Shirt gesehen und weil mir eingefallen ist, dass ich bei Temu die ganzen geilen T-Shirts schon bestellt habe. Das ist richtig, alle T-Shirts von Temu waren super mega geil. Aber das hatte ich noch nicht und ich hatte jetzt Das Lust, fühlt sich aber auch schön an. ja, nicht so lange zu warten auf das nächste T-Shirt. Und deswegen habe ich dieses gesehen. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo ich das gesehen habe. Das ist natürlich 100% Baumwolle, ist klar. Also da ist nicht irgendwie was Komisches mit drin. 14,99 €. Gab es auch in verschiedenen Farben. Und genau deswegen habe ich mich für dieses... Konnte man in der Kamera sehen, was das für eine Farbe ist? Das ist so ein schönes Beige. Also da ist so ein... Die T-Shirts sind alle so ein bisschen Destroy-Look gemacht. Ich glaube, man nennt das so Destroy-Look. Ne? Kann man das hier so erkennen? Genau. Das ist so ein bisschen gebleicht ausgewaschen. Ne? So zweideutig. Seht ihr das? Ne? Dass das hier so ein bisschen dunkler wird. So wie so ein Stonewashed, sag ich mal. Ne? Das ist also nicht einfarbig eingefärbt. Hier am Kragen kann man das, glaube ich, auch ein bisschen... Ist schwer zu zeigen. Ja, Man kann das nicht richtig sehen. Das ist... Oder ohne Kamera... Das ist halt so ein bisschen, aber ihr wisst was, so Vintage-mäßig, ja? Ist so ein bisschen Vintage-mäßig angehaucht. 14,99 € und bekommt ihr auch in verschiedenen Farben. Und ist, ja ist richtig, für euch angekündigt. Guck mal da, das ist nämlich ein T-Shirt für die Dame. Und da habe ich zu Bella gesagt, warte mal, das verstehe ich nicht. Warum? Denn das sind die gleichen T-Shirts, die ich mir auch bei Timo geholt habe. Und da sind die als Herren-T-Shirt ausgestellt. Deswegen habe ich zu Bella gesagt, also dann bestelle ich mir das jetzt. Notfalls teilen wir uns das. Ja. Hier wird dieses T-Shirt tatsächlich, wie ihr sehen könnt,
nur für die Dame beworben. Aber auch jetzt hier sehe ich, es ist exakt genau die gleichen, die ich alle schon habe. Die haben mir wunderbar gesessen. Also, warum der Verkäufer hier behauptet, das wäre ein Damen-T-Shirt, weiß ich nicht. Ich finde es falsch. Wenn, dann hätte er Unisex sagen sollen, denn dieses T-Shirt ist definitiv für alle. Und wir sehen hier auch wieder, es gibt es in verschiedenen Farben und natürlich auch in verschiedenen Größen. Der Preis bleibt dabei gleich. Gerade hier bei dem Lilanen kann man auch erkennen, und jetzt versteht ihr, was ich meine. Seht ihr? Genau, die sind so ein bisschen vinted, so stonewashed gemacht. Gerade bei dem Lilanen, ich glaube auch bei dem Pinken, genau, seht ihr? Bei dem Lilan konnte man das am besten erkennen und bei dem Hellen eben nicht so ganz. Die sind halt so ein bisschen, genau. Wobei die ein bisschen wilder aussehen und das Beige, das sieht man nicht, also da sieht man das fast gar nicht. Deswegen konnte ich das euch in der Kamera auch nicht so gut zeigen. Fand ich jedenfalls super. Wie gesagt, 14,99 €, großartig. Ist auch wieder so ein schweres T-Shirt, ne? Ist auch wieder so ein, das hat ein bisschen mehr Stoff. Das heißt, da bekommt ihr auch nicht so ein dünnes Läppchen, sondern wieder ein bisschen dickeres, und das ist mir ja auch immer wichtig, damit die nicht so rumlappeln. So, dann haben wir eine schnelle Nummer. Die sind dann ebenfalls für alle Männer, Frauen, die gerne ihren Reißverschluss auch mal reparieren. Ist richtig, so wie wir. Die Bella hat eine sehr teure Jacke von Thor Steiner. Die einen oder anderen werden das wissen, haben wir schon mal gesagt. Da hat der Robby mittlerweile bei Temu, AliExpress, wo habe ich nicht überall bestellt. Ich habe alle durch. Und dann habe ich bei Amazon ein Set gefunden und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt hier ein bisschen schwer zu zeigen. Hier ist alles drin. Also hier sind 4 verschiedene Reißverschlüsse drin. Hier sind auch die Spangen drin, die man unten reinmacht. Und das Ganze zu einem Wahnsinnspreis. Und vor allem, ich habe in den Bildern genau den Reißverschluss dann gesehen, den Bellas Jacke hat. Weil es gibt ja einmal diese feinen, dann gibt es die feinen aus Metall, dann gibt es die groben aus Plastik und die groben aus Metall. Hier kannst du angeblich jeden mit reparieren. Habe ich repariert. Ist richtig. Weil, deswegen war das da schon drin. Ich habe das schon ausgepackt, habe das schon ausprobiert. Und später in einem Video wird man das dann nochmal sehen. Ihr habt also hier alle Sets, die es gibt. Ihr habt alle Spangen. Ihr könnt alles komplett am Reißverschluss damit reparieren. Außer natürlich den Reißverschluss. Ne? Also es geht hier tatsächlich um diesen Zipper. Und der deckt alles ab. So, wie wir da auch sehen, für die dünnen Reißverschlüsse. Wie wir hier sehen, für die groben Reißverschlüsse. Und wie wir hier sehen, da unten können wir uns oben jeweils diese Spangen entfernen oder wieder neu ransetzen. Super. Ich kann euch sagen, ich habe den Zipper genommen, denn die Bella hat hier diesen Reißverschluss. Nein, die Bella hat, wo ist es? Diesen Reißverschluss. Und ich konnte den Zipper direkt oben, ohne eine Spange zu entfernen, direkt einführen, bis nach unten ziehen, unten dann verankern und zack, war das Ding repariert. Das Ganze 9,29 € und ihr habt jeweils von jedem 4 Stück. Also das Ding hier, 10 von 10, gibt eine absolute Kaufempfehlung für jeden, der sich mal den Zipper kaputt macht. Dieses Set funktioniert volle Pulle und ich habe wirklich, das ist jetzt die 4. oder 5. Bestellung, um Bella diesen Zipper neu zu reparieren, weil der Reißverschluss ist ja original von Thor Steiner, deswegen wollten wir den auch behalten, weil der ja zur Farbe passt und wir wollten nur diesen Zipper halt neu haben. Ja, das war schon... Also ich hatte die Jacke schon wieder unten im Auto und wollte zur Schneiderin fahren, unseres Vertrauens, und habe gedacht, komm, scheiße, dann zahlst du jetzt die 16 € da nur, um das Ding da dran zu machen, ist egal. Und dann habe ich dieses Set gesehen, habe die Jacke sofort wieder nach oben geholt. Am nächsten Tag war Amazon, da habe ich das ausprobiert, hat das funktioniert, habe ich mich gefreut. Wie ein König. War super, oder? War super. Also nochmal, ohne Quatsch, Männer, Frauen, alle, kinderleicht, wirklich kinderleicht. Oben eingefädelt, dann auf der einen Seite, einmal nach unten, das Ding eingehängt, zuck nach oben, fertig. Und wenn nicht, könnt ihr immer noch die Spangen, wie gesagt, da rausnehmen. Habt ihr diese kleinen Haken, könnt ihr da wieder reinsetzen. Und aus Metall. Das sind keine Plastik, die sind alle aus Metall, ist auch ganz wichtig. Ja. Ich habe auch Sachen bestellt, die waren aus, die treuen Zuschauer werden das wissen, die haben das gesehen. Die sind aus Plastik, die steckst du dann so aufeinander, kommt da eine Schraube rein. Wenn es geklappt hätte, alles schön und gut, stört ja keinen. Aber die Dinger sind alle aus Metall und funktionieren hervorragend. Super. Und dann machen wir direkt weiter mit, komm, wir machen direkt weiter mit Haushalt. Denn abgesehen davon, dass man zwischendurch den Reißverschluss reparieren muss, haben wir ja einen neuen Tisch, wie ihr mitgekriegt habt. Wer das nicht gesehen hat, der geht nochmal in die Videos rein. Wir haben einen Tisch bei Temu bestellt. Der kam dann von Vida XL. Haben wir auch erklärt. Warum kam der von Vida XL, haben einige Zuschauer gefragt. Ganz einfach. Weil Temu Deutschland Partner in Deutschland gesucht hat, um Sachen zu verkaufen zu günstigen Preisen. Und da die solche Sachen nicht immer von da bis nach hierhin schicken wollen, kommen die Klamotten direkt von den Partnern. Deswegen war unser Tisch unter anderem von Vida XL. Selbstverständlich könnt ihr auch direkt bei Vida XL bestellen.
Haben wir aber nicht. Also wie gesagt, Temu hat da Partner und Ja. die arbeiten mit denen zusammen. Eine Zuschauerin hat mir gesagt, Robby, hättest du direkt bei Vida XL, muss dazu sagen, ich kannte Vida XL vorher überhaupt gar nicht, hättest du direkt bei Vida XL, hättest du für den Tisch statt 78,65 bezahlt. Habe ich mir gedacht, okay, warum? Habe ich mir das Ganze angeguckt, aber wir sind ein Fuchs, ne? Der eine oder andere von euch wird das wissen, der eine oder andere nicht. Auch wenn wir gerade im Amazon-Video sind. Wenn ihr bei Temu drauf geht und ihr habt bei dem, gerade jetzt zum Beispiel Temu Deutschland, so nennt sich das, ne? Also Temu Deutschland, wenn ihr bei den Partnern bestellt und ihr seht, dass das bei Vida XL, die bei uns zum Beispiel, Ruhe, günstiger war, dann könnt ihr bei Temu draufgehen und sagen, habe ich günstiger gesehen, Rückerstattung, ist richtig, habe ich rückerstattet gekriegt, ja? Ihr macht dann ein Bild von der Homepage, beziehungsweise einen Screenshot, gebt als Grund an, habe ich da und da günstiger gesehen und obwohl es der Partner ist, bekommt ihr das Geld zurück. Habe ich gekriegt. Wer mir das nicht glaubt, runter in die Kommentare, zeige ich euch das. Ansonsten bleiben wir hier heute bei Amazon. Aber das mal als Tipp, ihr bezahlt also nicht mehr. Wenn ihr nachweist, dass der woanders günstiger war, könnt ihr reingehen, kaufen, Rückerstattung. Warum? Günstiger entdeckt. 5 Sekunden war das Ding erledigt. Ja. Und was brauchten wir dann? Das ist richtig, auch neue Stühle. Die haben wir hier gekauft, das ist richtig. So. Und die neuen Stühle, die hatten Holztische, das kennt ihr ja alle, und die Holzbeine. Und die Holzbeine, die hatten noch keine Filzgleiter. Und wir hatten sonst immer Filzgleiter, die man drunter klebt. Der eine oder andere will das kennen. Machst du 20 Mal, hast du den Boden verschmiert, der Kleber löst sich und das Futze-Fitze-Ding ist irgendwo im Nirgendwo. Ist richtig. Deswegen habe ich auch da bei Amazon geguckt. Guck mal. Jetzt muss ich sagen, 4,812 fehlen hier schon. Ist richtig. Also, 4,812 fehlen hier schon. Denn ich habe die 3 Stühle schon komplett fertig gemacht und habe ich mir gedacht, so, dann zeigst du den Rest erstmal den Leuten. Das sind wundervolle Filzgleiter nee, ich weiß, ich weiß ja, dass das nicht klappt. Ich komme wieder rum. Ja, Knie. So, guck mal. 5 mm, also 5 mm stark. Dann kommt die Metallmanschette. Hier eine schöne Vertiefung, damit die da nicht kratzt. Das bedeutet, genau, die Schraube sitzt wirklich hier hinten im Metallkörper. Dann habt ihr 5 cm, braucht also gar keine Sorge haben, dass das irgendwie da durchkommt. Die sind mega. Ja, und dann könnt ihr die unten schön reinschrauben. Funktioniert hervorragend, sind flüsterleise. Ganz großes Kino. Gerade auch für Robin waren die super, weil ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn so ein Kind am Tisch hin und her rutschen will, dann fällt ihm das immer schwer, weil der nicht so einfach unterm Stuhl greifen kann und aufstehen. Und jetzt braucht er nur ein paar Mal mit dem Popo wackeln und ist mit dem Stuhl hinten oder vorne. Der freut sich, was das betrifft. Robby. Das ist richtig. Der freut sich diesbezüglich auch sehr. So, und dann habe ich euch gerade schon gesagt, 50 Stück bekommt ihr davon. Und das zum Preis von 10,99 €. Großartig. Die gibt es in verschiedenen Größen, ne? Da könnt ihr jeweils gucken. Dann habt ihr natürlich wieder, ist klar, je nachdem wie groß oder klein die sind, kosten die ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber ihr bekommt 50 Stück, wirklich großartige Qualität, großartiges Filz. Wir haben die jetzt schon 10 Tage, ich glaube 10 Tage im Gebrauch. Also können wir wirklich sagen, wir benutzen die schon ein bisschen, genau, flüsterleise hin und her schieben. Und die sind jetzt noch genauso wie vorher. Hier wird gesagt, man soll ein bisschen vorbohren. Ich musste das bei uns nicht. Allerdings, wer da ein bisschen Sorge hat, weil die Schraube dementsprechend groß ist, kann man da gerne mal mit einem 2 oder 3 mm Bohrer ein bisschen vorbohren, damit das Holz nicht springt, um dann sicher zu gehen. Bei uns musste ich das nicht, weil die bei uns zum Beispiel schon eine kleine Vorbohrung hatten. So, wie gesagt, großartig, 10,99 €. Wer sowas braucht, um seine Stühle in einem ruhigen Verfahren hin und her schieben zu können oder den Boden zu schützen, oder whatever, oder damit sie einfach schöner gleiten, der ist damit hervorragend bedient. Die sind auch süß. Die sind echt. Nein, wirklich super, ja. Kannst du so durch die Wohnung. Ja, die sind wirklich groß. Ich kann auch mal ganz kurz, ich kann den mal eben holen. Ich meine, ich zeige euch jetzt nicht, wie wir jetzt hier über den Boden gleiten, aber das macht geht ja keinen auch Sinn, nicht, da weil muss ich der alles Teppich umbauen, ist da. aber Fakt ist, ich kann euch hier einmal ganz kurz, da ist er noch, guck mal, da ist er noch gar nicht. Das ist genau der Stuhl, wo ich gesagt habe, da warte ich damit. Da zeigen wir erst den Zuschauern. So, die sind ja schon fertig hier. Robins Stuhl und da, guck mal, kann man sehen? Genau, da kann man sehen, ne? So, da sind sie dran, ne? Genau. Und die haben sie nicht abgenutzt, gar nichts. Die rutschen wie Eimer. So, was ich alles für euch mache, ist der absolute Knaller. Ja. Also Fakt ist, mega. Und jetzt rutsche ich hier hinten mal, guck mal. Hört ihr das? Ja. Ja, das ist alles. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass man das gehört hat, oder? Ich glaube schon. Also die sind wirklich super leise und die sind wirklich sehr einfach. Und wie gesagt, der Robin kann einfach so, ist er unterm Tisch, freut sich. Das ist richtig. Was haben wir noch? Ihr wisst, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal. Ich glaube, ich sollte mal eben ganz kurz einmal
mein krankes Näschen in der Zeit zeigt die Bella euch das. Ich habe euch ja mal gesagt, dass ich ein großer Freund davon bin, dass wir alle mal wieder mit unseren Kindern und Enkeln und egal, groß und klein, ein paar Spiele spielen. Und zwar welche, die nicht immer nur am Bildschirm stattfinden. Das Messer bitte? Und genau deswegen hat der Robby in den Tiefen des Internets wieder lange geguckt, was es für coole Spiele gibt. Hab ich doch. Denn wir wissen ja mittlerweile alle, dass Kinder eine Geduld haben von nicht so viel. Und gerade wenn man sagt, komm, wir spielen mal kein Super Mario, Minecraft, Fortnite oder was es da nicht so gibt, musst du schon eigentlich mit coolen Scheiß um die Ecke kommen, damit das funktioniert und vor allem das Kind zuhört. Das gilt für Männlein genauso wie Weiblein. Hier haben wir eine Version, die, Das ist eine coole. also Die sieht cool aus. wir haben direkt über eine Stunde am Tisch gesessen und bestimmt 8, 9, 10, 11 Runden gespielt. Und am Abend Ja. kam noch ein Freund zu Besuch. Und mit dem haben wir dann auch noch mal eine spielen wollen. Nein, dann war noch eine zweite und eine dritte. Nee, ich will noch mal, ich will eine Ja, Revanche. das ist schon cool. Wisst ihr, was richtig cool ist, Leute? Richtig cool ist wirklich, wenn du eine simple Sache hast, Ja. keine Spielerklärung, also du musst nicht irgendwie eine wisst ihr was, also so simpel. Ich komme auf den Punkt. Wir haben hier Magnete. Die gibt es in schwarz und die gibt es hier in diesem geölten, sage ich jetzt mal. Ne? Also die gibt es einmal in diesem normalen dunklen und dann gibt es die einmal, gibst du mir noch mal eben eine Taschenlampe, weil ich habe festgestellt, dass ich heute das Licht ein bisschen doof positioniert habe und manchmal muss ich euch einfach zeigen, wie schön das aussieht. So, zack, genau, seht ihr das? Die sind in diesem schönen Ölschimmerton, also toll gemacht, in verschiedenen bunten Versionen. Zack, wenn man die jetzt einmal hier so ein bisschen rüberlegt, ne? Die haben dann auch jeweils, die Unterseite ist immer unterschiedlich, gold, gelb, lila, violett. Die sehen also wirklich sehr schön aus. So, das ist das mit den Steinchen. Und dann habt ihr nichts weiter als so eine Schnur. So, Die Petra sagt, das Spiel ist cool. kennst du Petra? Ja, Mir fast Petra gedacht, kennt Petra das ist ein Spiel. Hardcore-Profi. Dann haben wir hier diese Schnur und einmal kann man diese Schnur entweder, also das stand nicht in der Anleitung, ne? Normalerweise haben die gesagt, soll man die Schnur Wir haben das so gemacht. ja, so hinlegen. Da haben wir das Ja. einmal so rund gespielt, denn jetzt geht es halt darum, dass die Bella welche bekommt, der dritte welche bekommt, der jetzt nicht da ist. Das bedeutet, Bella und ich machen hier mal eben ganz kurz, komm mal her, damit das fair ist. Zacker. So, das sind also insgesamt 20 Stück. Und jetzt geht es darum, dass man die Steine abwechselnd hier reinlegt. Das sind Magneten, was natürlich bedeutet, der eine zieht den anderen an und wiederum ein anderer kann einen anderen wegdrücken. Wenn passiert, dass man beim Ablegen einen anderen Stein anzieht, wie ich jetzt zum Beispiel natürlich extra mache, ich gehe jetzt hier ein bisschen näher. Habt ihr gesehen? Ich habe mit dem Stein jetzt einen Stein weggedrückt und dadurch hat er einen anderen gecatcht, also angefangen. Jetzt muss ich den Stein, den ich legen wollte, natürlich wieder zurücknehmen und die beiden, die sich berührt haben, muss ich auch schon wieder einsammeln. Und so baut sich dieses Spiel die ganze Zeit auf. Das Schöne ist also, einerseits kann der angezogen werden und andererseits, je nachdem wie ich den Stein halte, kann der kann auch weggedrückt werden oder er wird halt wieder angezogen. Also, zack, Das merkt man hier auch schon, wenn man die so, in der zack. Hand hat. Also manchmal ist der so stark, dass der eine 360-Grad-Drehung macht, dann wird der angezogen. Fakt ist auf jeden Fall, nee, was? Ich wollte nur einmal Hallo sagen. Okay. Fakt ist auf jeden Fall, Sinn des Spiels, wir haben gerade gesagt, wie geil dieses Spiel war, Boah, oder? das war wirklich sehr geil. Hä? Also von mir bekommt das Spiel eine 10 von 10. Also, Ich habe jetzt mehr Finger gezeigt, aber trotzdem, ich finde das Spiel sehr cool. oder? Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und wie gesagt, man braucht hier keine Anleitung, sondern man legt die Steine einfach die ganze Zeit nur ab. Und weil wir aber festgestellt haben, dass trotz der 20 Steine, sag ich mal, wenn man diese Schnur jetzt so hinlegt, der ein oder andere einfach schafft, manchmal, jetzt nicht, aber ja, dass man alle Steine weg hatte und konnte keiner gewinnen, weil kein Stein zusammengegangen ist. Genau deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, das machen wir nicht mehr, sondern wir gehen hin und da könnt ihr euch ja austoben, denn das ist das Schöne. Wir haben gesagt, wir schmeißen die Kette einmal, ja, das, auf dem großen, auf dem auf dem großen großen Tisch Tisch, ist das anderes. man schmeißt das einmal und dann hat man hier so eine Form. Oder wir haben gesagt, ne, wir machen einfach mal Kroatien oder wir machen Italien, ja, und da haben wir uns unsere eigenen Spielfelder gebastelt. Ganz kurz, wir machen uns unsere eigenen Spielfelder und dadurch verengen wir logischerweise den Spielraum, was wesentlich schwerer ist, jetzt die Steine hier alle zu positionieren. Es hat ultra mega viel Spaß gemacht. Dieses Spiel kostet nix. Oh, Entschuldigung. Dieses Spiel kostet nichts und macht einfach unfassbar viel Spaß. Ja. Darf ich jetzt reden?
Also ich wollte sagen, zum Beispiel, es gibt ja diese kleinen Mensch ärger dich nicht. Ja. Oder zum Beispiel so ohne, da muss man ja mischen. Bei dem Spiel ist das Gute, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, kann man das in seine kleine Reisetasche packen oder in seinen Koffer. Und wenn man dann zum Beispiel an der Bar sitzt, also zum Beispiel Ja, im Restaurant auch, ne? kann oder im Restaurant, da kann man sich schön hinsetzen, kann man sich schön zum Beispiel irgendwie aufs Essen warten, kann man das dann da so ein bisschen spielen. Das ist richtig. Auch dafür ist das großartig. Das stimmt. Jetzt findet der Chef schon wieder nicht, wo er das abgespeichert hat. Manchmal ist das ein Phänomen. Manchmal ist das ein Phänomen. Manchmal ist komisch. Sehr viel Spaß gemacht, Frau Ben, ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Und wirklich sehr einfach. Weil, wie gesagt, schön ist ja, Und die Steine. wenn man nicht viel Spielerklärungen machen muss. Erst hatte ich keine Lust, aber dann habe ich gesehen, wie toll das Spiel war. Am Anfang hatte ich ganz ehrlich keine Lust. Nein? Ja. Aber dann fand ich das toll. Ich bin wenigstens ehrlich. Manchmal muss man auch immer erst was anfangen, bevor Ich man. habe ja auch gerade gesagt, also ich glaube, hier steht schon wieder irgendwie was, ich weiß nicht, wo ich das schon wieder habe. Magnetspiel. Ich finde es nicht. Wir haben zu viel, Magneten kann man auch sagen. wir haben zu viel bestellt. So, hier haben wir es. Also Freunde, das ist jetzt die schwarze Version, denn die wir haben in der bunten ist nicht mehr verfügbar. Ich gehe wieder rüber. Und dann wird das so angezeigt, wie man hier einmal sehen kann, haben wir hier das Magnetspiel und da sind die Steine in schwarz gemacht. Wir hatten diese in diesem Bunt, wie gesagt, die waren jetzt ausverkauft. So, das sind die schwarzen, mehr bekommt ihr auch gar nicht, wie gerade schon gesagt, 20 Steinchen, Magnet, Schachspiel, Damenspiel, 12,99 € und 10,99 €, weil hier gibt es auch wieder, da steht jetzt gerade Fokus, Entschuldigung? da steht jetzt gerade, was ist denn hier los? Mann! Ich könnte abkotzen manchmal. Hier steht 13,99 €, 12,99 € minus 7%. Arbeit gibt auch wieder einen Gutschein. Nein, den haben sie schon abgezogen. Okay, der Junge hat mich voll rausgebracht jetzt gerade, muss ich irgendwie feststellen. Okay, alles klar. Also, die gibt es auch für 9,99 €. 12,99 € jetzt hier, weil ich den separat raussuchen musste. Denn unsere Version in dem Ölfarbending ist gerade ausverkauft. Deswegen steht nämlich bei mir hier in der Bestellung Artikel nicht mehr da. Und deswegen habe ich die nicht gefunden. Wo war das denn jetzt? Okay. Ah, kann auch mal passieren, ne? Ja, ich hatte da lange geguckt, dass wir unsere, wie heißt denn das, Spezial, was heißt Spezial? Nein, da sind nämlich 14,99 €. Diese Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ja, ich kann das jetzt nicht alles ist er da zeigen. nicht drin. Ist er nicht Manchmal ist das, ne? Manchmal ist das. Artikel ist nicht mehr verfügbar. Ja, weil ich gesagt habe, ich will die nicht in diesem schwarzen. Ich habe gesagt, ich hätte die gerne in diesem ölfarbenen und die sind ausverkauft. Ich habe aber gerade gesehen, das mit 9,99 € habe ich woanders gesehen. Die kosten tatsächlich 12,99 € und die Ölversion, die wir hatten, 14,99 €. Die war nämlich ein bisschen teurer, weil die Steine multicolor waren. Also, irgendwo habe ich es aber auch für 9,99 € gesehen, meine ich. Oder ich vertue mich gerade. Also, Fakt ist, ich habe mich hier vertan. Wir haben 14,99 € bezahlt. Die kosten 12,99 €. Und das nur kurz dazu zur Erklärung. Ist richtig. Okay. Ich weiß nicht, habe ich 9,99 €? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist das hier? da. Verpackungsschrott. So, dann haben wir hier schon wieder. Mein Gott, hier ist was ist denn hier heute los? Was haben wir denn da? Machen wir das erstmal. Ja. Was haben wir denn hier? Das ist die Nummer 3. Das ist die Nummer 3. Freunde, Also sind wir Nummer 3. Ne? Freunde, hier machen wir jetzt eine schnelle Nummer. Und zwar, wir haben euch den vorgestellt in schwarz. Wir haben euch den vorgestellt in beige. Der schwarze war anders als der beigefarbene, weil der schwarze hatte die Strohhalme, die man einzeln einführt und eine Lasche zum Hochziehen. Wer das nicht gesehen hat, geht in die anderen Videos, guckt sich das dann nochmal an. Dann hatten wir den beigefarbenen von der Bella mit 4 Strohhalmen, der ja dem Stanley Cup am ähnlichsten war. Dem Original, aber kein Original ist. Hier habe ich nochmal einen entdeckt, der ebenfalls einen anderen Kopf hat. Und für die anderen Becher nicht gesehen haben, ihr habt völlig recht, die hole ich euch nochmal eben, damit ihr die Unterschiede auch nochmal seht. Und die Bella zeigt euch den jetzt schon mal. Ich zeige euch den jetzt schon mal. Also, wie ihr seht, hat der einen echt schönen Griff, muss ich sagen. Haben die anderen nicht. Und zwar ist er hier mit so ein bisschen Silikongummi, damit der euch nicht aus der Hände gleitet oder aus der Hand gleitet. Dann hat der, mal aufdrehen, was auch super schön ist, gerade für die Mädels, ne, hat der hier sogar so einen kleinen Strohhalmaufsetzer als Blümchen. Finde ich total süß. Der Strohhalm ist ein ganz normaler Plastikstrohhalm. Den kriege ich jetzt nicht auf. Den muss der Robby gleich mal gucken. Ah ja, doch jetzt. So.
ein ganz normaler Plastikstrohhalm, den wir dann aber, was hier cool ist, an dem Deckel, du hast einmal, kann man den hier drehen, dann hast du hier zum Trinken, dann kann man den nochmal drehen, der rastet auch schön ein, dann könnt ihr den Strohhalm da reinstecken. Quietschi, 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 quietschi. So, macht ihr den zu. Ist auch 1,5 Liter, ne? Ja, die haben ja, Die glaube sind ich, alle oder 1,2, genau. Ja, machst den zu. So, und jetzt haben wir 3 Variationen, die alle Anders anders sind. aussehen. Ist richtig, aber genau das war ja Sinn und Zweck des Ganzen. Denn wir hatten ja im anderen Video schon gesagt, muss es immer ein Stanley Cup sein. Wie gesagt, ich habe das erst gar nicht mitgekriegt, bis wir darauf aufmerksam wurden. Und jetzt haben wir hier alle 3 Versionen, die ich euch auch eben schnell nochmal zeige. Denn im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass der erste einen offenen Henkel hatte, keinen geschlossenen. Und der hatte, wie gesagt, hier diese Trinklippe, die man wegziehen kann. Und hier auch drehen kann, um den dann hier zu verschließen. So, also so eine Trinklippe. Von innen sind die natürlich alle identisch. Das heißt, es unterscheiden sich immer nur die einzelnen Deckel. So, der hatte also diese Trinklippe. Die hat Bella dann einmal mitgenommen und festgestellt, in der Handtasche war der nicht so dicht. Ist richtig? Ist richtig. Der war nicht so dicht. Das bedeutet, eigentlich dachte ich, das ist schön. Ne? Der wird hier reingedrückt und dann ist alles in Ordnung. Aber um den so in die Tasche reinzulegen, im übertragenen Sinne, das funktioniert nicht. Also die Bella hatte den natürlich auch gestellt. Aber beim Tragen schlabbelt das ja mal ein bisschen hin und her. Der ist nicht komplett dicht gewesen. Also. Was bei dem aber, nur ganz kurz, Schatz. Nee, alles gut. Was hier unten drunter ist, für diese Induktion. Ne? Das ist die richtig. haben nämlich alle nicht. Genau, der ist der einzige, der schwarze, der hat Ja. hier diese Induktionsplatte. Für die im Büro, die diese Kaffee-Warmhalteplatten haben, von Amazon, von Temo, von AliExpress oder wie auch immer, da gibt es hier, das ist der große Vorteil. Da hat Bella völlig recht und richtig aufgepasst, gibt es da diese Induktionsplatte. Bedeutet, wer das Ding nicht rumschlabbelt und hat diesen Thermo, ich halte dich warm, oder ich glaube sogar in manchen Autos gibt es das auch, ne? Ich glaube, manche Autos haben das mittlerweile auch schon. Da funktioniert dieses Induktionsding. Ja. Der war super. Dann Der ist hatten wir super, ja. Nummer 2. Nummer 2 war ebenfalls wieder anders. Wie gesagt, von innen sind die alle gleich. Der hat hier ein festes Saugrohr und wird dann hier durch die harte Schale, zack, eingedreht. Der ist dicht. Der ist dicht. Der war dicht. Den und das Schöne hab ich ist, auch momentan. damit ihr nicht wisst, wohin damit, geil, oder? Ist richtig. Also hast du hier bei dem Ding, da kannst du den direkt dran machen. Ja. Und das Ganze ist dann, hier ist das große Saugrohr und das wird hier unten dann eingeschoben, damit du damit vernünftig trinken kannst. Was der jetzt auch schön hat, finde ich, muss man sagen, der hat unten den Silikonnuppi. Haben Richtig. die anderen beiden auch wieder nicht. Ja, habt ihr das Ne? gesehen? So, ne? Der hat hier unten nochmal so eine Silikonmanschette, damit, wenn ihr das Ding auf den Tisch abstellt, der Chef nicht die ganze Zeit sagt, was ist denn hier los? So, ist natürlich ein bisschen leiser und ist natürlich nochmal Anti-Rutsch. Und wie gesagt, ist super, dass du das Saugrohr hier fest hast, was sie auch super reinigen lässt natürlich, denn ihr bekommt überall, heutzutage Standard, ne? Genau, ihr bekommt überall diese wunderschöne Bürste mit dabei, die hier vorne auch eine kleine, kann man das sehen? Die da vorne auch so eine kleine Kugel hat, damit Ja, er eben kann nicht man sehen. scharfkantig ist. Auch super gemacht. Ist also nicht, ihr wisst, was ich meine. Manche sagen immer, was erzählt der da? Aber man gibt ja auch mal den Draht, dann hast du da oben nicht abgeschnitten und dann ist der total scharfkantig und machst dir alles kaputt. Das ist also super, dass du hier auch für das Geld, nämlich, wie gesagt, die Cups kosten keine 50 €, das ein bisschen vernünftig hast, kannst das super sauber machen. Hast, wie gesagt, hier den Schutz, kannst hier das Ding dran machen. Hier ist dann alles gedacht worden. Ich stehe total auf Dinge, wo überall dran gedacht wird. Also, der große Nuppi kommt da wieder rein. Der wird hier unten, wie gesagt, festgemacht. Hatten wir also Modell Nummer 2. Das war Modell Was Nummer ich im Moment nehme. Nummer 2. Und jetzt Modell Nummer 3. Und was bei dem auch noch mit dabei war, das wollte ich mir gerade sagen, deswegen war ich in der Küche. Ihr bekommt insgesamt für Das bei dem. den Ja. noch 3 Metallstrohhalme. Metallstrohhalme und ihr bekommt nicht nur 1, nicht nur 2, nein, ihr bekommt auch noch mal 3 Silikon. von den Silikon-Nuppis. Einmal hier in Hochglanz und einmal hier in Matt, je nachdem, was man am Mund lieber mag. Die könnt ihr dann logischerweise hier einführen. Genau. Und dann sind die dafür da, dass ihr euren Kaffee oder euer Getränk da rausschlürfen könnt. Also, der war mit 3. Dann kam Bellas Moped und wir verlinken euch natürlich alle nochmal unten, denn jeder ist auf seine Art und Weise großartig. Und jetzt haben wir, wie gesagt, den, der hier, wie die Stanley Cups immer, dieses süße Ja.
Moped haben, Das ist süß. um den Strohhalm zuzumachen, was natürlich jetzt gerade im Sommer großartig ist, weil da kann euch kein ekeliges Viech. Da kann gar nichts reinkommen, weil das ja hier auch zu ist. Ah, der war auch, das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Ach so, ach guck mal, das ist Und wenn ja. du den rausholst. Hast du das gezeigt? Nee, noch nicht. Okay, da Ja, guck mal doch, hier. hab ich wohl gezeigt. Da guck mal hier, genau, da ist nämlich, zack, da ist ein Viererschlitz drin. Was bedeutet, zack. Da. Ich weiß nicht, ob man Genau, bei da mir ist ein so gut Viererschlitz. gesehen Der hat. hält den also komplett fest. Das ist Richtig. natürlich super mega. Zack. Alles super. Also muss ich wirklich sagen. Und nichtsdestotrotz hat man trotzdem den schönen Bömmel. Ja. Bei Stanley Cup sieht man ja immer, wenn man sich die Dinger hier bestellt, dann zahlst du da nur, ich habe keine Ahnung, 11,99 € oder was, dann hast du sie hier so. Ja. Nochmal, Verschiedene ich finde das alles toll, wenn irgendwas Schönes erfunden wird. Und noch schöner finde ich, wenn das Erfundene günstiger nachgemacht wird, damit wir uns das alle kaufen können, ohne den dreifachen Preis bezahlen zu müssen. Und deswegen haben wir hier, wie gesagt, aber von Moncler. Haben wir da auch schon gesagt? Moncler. Ich weiß nicht, ob das eine Marke ist, aber Fakt, dieser Becher wird von Moncler ausgegeben. Weiß ich auch nicht. Guck mal, die Petra sagt zum Beispiel, so eine Sorte gibt es bei Teddy zu kaufen, wohl momentan. Habe ich gesehen, war auch bei Lidl für... Ich weiß es nicht, ich habe so viele mittlerweile gesehen, für 4,99 €, für 7,99 €, aber die waren aus Plastik. Also die ich gesehen habe, für unter 10 € waren aus Plastik. Das hier ist vernünftig, alles dickwandiges, doppelbeschaltes. Hier drin ist überall wirklich Isolationszeug. Und wie gesagt, den hat die Bella getestet. Großartig. Lange warm, lange kalt. Weil morgens mit einem Kaffee, nachmittags Limonade. Also, Den hat Bella getestet, hat sie jetzt die ganze Zeit mit dabei. Genau das gleiche. Morgens Kaffee, warm bis zum Mittag, abends Limonade, bleibt ebenfalls kalt bis zu Hause. Ja. Weswegen ich auch glaube, dass der Moncler hier kein Wird das anderes auch machen. Spiel spielen wird. Die sind super. Und wie gesagt, die sind alle aus Metall. Die sind alle innen drin ummantelt. Da ist Styropor etc. drin. Großartig. Und vor allem auch wieder der Preis. Denn bin ich mir nicht mehr sicher, sage ich euch jetzt. Fakt ist, alles keine 49 €. Die bewegten sich alle so zwischen 20 und 25,99 €. Und hier dieser Moncler liegt bei 19,97 € und ihr bekommt den auch in einer Farbe, die so aussieht. Wir machen einmal groß, genau. Das ist ein, ich weiß auch nicht, was ist das für eine Farbe? ja, das ist so ein bisschen. I don't know. Ist schwer zu erklären. Da ist der Nuppi dann da oben rosa. Was geben die als Farbe an? Mandelfarben. Damit können wir arbeiten. Also, den gibt es in Mandelfarben und den gibt es in dem schönen, ist das weiß? Ja doch, das ist weiß. Strahlend weiß. 24 Stunden warm, 24 Stunden kalt, 12 Stunden warm. Wie ihr wisst, ich sage immer, wenn man davon nur die Hälfte nimmt, kommt man bestens damit klar. Ja. Da sehen wir auch wieder Doppelwand, beschalt etc. Großartig. Wir sprechen hier auch von Edelstahl. Also, alle Becher, super. Wer weiß nicht mag, nimmt den mandelfarbenen. Ansonsten nimmt er den weißen und weiß, dass er für den Sommer da oben noch diesen wunderschönen Nuppi hat, damit ihm da keine Fliege oder Biene reinfliegt. Großartige Kiste. Alle drei Becher, super. In dem Fall, wie gesagt, eigentlich mache ich das nicht. Aber heute, weil ich gesehen habe, wir haben ein paar neue Zuschauer, verlinke ich euch alle drei nochmal unten nach dem Video in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr die darüber direkt finden und braucht nicht lange suchen. Yes, Ja, und nicht sir. vergessen, es gab auch jede Menge Strohhalme Ach so, und ja. Silikon-Nuppis und Reinigungsbürsten mit dabei, was ebenfalls großartig ist. So, dann haben wir jetzt nochmal, Und jetzt? ich weiß nicht, heute ist der Schmucktag. Heute ist der Schmucktag. Ist auch nicht schlimm. Wir haben Das ist, wenn man so lange krank im Bett liegt, dann hat man diese Fieberschübe und dann bestellt man alles Mögliche, was Nee, du bunt, kannst auch mal auspacken hier. was bunt glitzert. Vielleicht. Warum ich? Ja, warum nicht? Ich weiß nicht. Achso, hier haben wir eine schöne Dose, Chains Pro, kann man sehen. Jetzt weiß ich auch wieder, was das ist. Da hat der Robby gedacht, kann man nicht sehen, ne? Zack, kann man so sehen. Da hat der Robby gedacht, das bestellt er mal für sich. Und hat dann aber festgestellt, ja, das zeige ich euch, damit ihr wisst, dass ihr daran vorbeigeht. Ist richtig, denn wie ihr wisst, hat der Robby sich ja Weihnachten hier diese 24 Karat Goldkette bestellt bei Amazon. Wer das nicht gesehen hat, der geht in die Weihnachtsvideos rein. Die ist nach wie vor ein Traum. Die ist wunderschön, die ist toll, die ist schwer, die wiegt was, habe ich gedacht, für Kroatien, wenn wir wieder im Urlaub sind. Holt sie dir passend dazu, auch wenn die Bella gesagt hat, geht's ja auf mit deinem Gold. Ich habe gesagt, ist das dezent? Habe ich gedacht, holt sie dir ein Armband, weil wenn ich jetzt hier mein Silberarmband trage und da habe ich Gold, habe ich gedacht, sieht das ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht. Ja, da habe ich mir das hier bestellt. Was soll ich sagen? Auf der Homepage sah die echt großartig aus. Dann habe ich die hier ausgepackt und ich weiß nicht, hört mal. Ich glaube, so, da muss ich mehr nicht zu Nein. sagen, ne? Nee. Ich zeige euch die einmal selbstverständlich, damit ihr die einmal hier gesehen habt, weil so ist sie ja okay. Also die ist abgerundet, die ist nicht scharfkantig, die ist eigentlich
die ist eigentlich ganz gut verankert. Ich zeige euch das auf dem Ja. komm, ich zeige euch das auf den Bildern. Weil, was soll Ist ich, besser, Schätz. was soll ich hier groß mit dem Fokus rummachen? Also Fakt ist, da lauft ihr alle dran vorbei. Und Ja. sagt im Freundeskreis, alle dran vorbeilaufen. Schande. Ja. Lauft da alle dran vorbei. Also ich habe, wie gesagt, ich meine, natürlich, ist richtig. Wir haben hier eine vergoldete Kette und die ist nicht 24 Karat, das stimmt. Aber bei 17,84 € habe ich trotzdem gedacht, da kommt irgendwie was an. Wie gesagt, so auf dem Bild sah das eigentlich alles ganz vernünftig aus. Und die Bewertung, ja gut, richtig, eigentlich bestelle ich nichts unter 4 Sterne, wie ihr wisst, aber hier waren die Bewertungen eigentlich alle super. Also ihr könnt das selber nochmal sehen. Die gab es hier in Silber, die gab es hier in Gold. Da habe ich gedacht, gut, dann nimmst du jetzt halt die Golde, probierst das einmal aus. Nein. Wie gesagt, lasst das sein. Die Bewertung, da waren die alle zufrieden. Ich kann nicht verstehen, wie man hiermit zufrieden sein kann, weil ihr habt gehört, wie sich das anhört. Das hört sich an, als wenn das von innen hohl wäre und das wiegt gar nichts. Also gar nichts. Ich hätte bei dem Ding Angst, dass ich in der Sonne liege und sich das Metall alleine auflöst. So, also für alle nochmal, die hier, fantastisch. Aber 24 Karat, wie gesagt, die hat richtig Gewicht. Das ist ein richtig schönes Ding. Da bin ich sehr glücklich mit. Ach, mit dem Armband, das lasse ich nochmal sein. Da muss ich ein paar 100 € ausgeben. Das habe ich jetzt verstanden. Das ist auch nicht schlimm. So, wie gesagt, für euch wisst ihr Bescheid. Dieses Armband, Und was ist das? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee, du kannst ja auch mal ein bisschen auspacken. Ich pack die Ach, da weiß ich. Ach, das Ding wurde mir empfohlen. Zack, da habe ich gedacht, nimmst du mal. Der war reduziert, weil das die letzten auf Lager waren. Und damit ihr seht, wie das aussieht, muss ich einmal wieder hier, und damit die Taschenlampe. Zack, denn da brauchen wir hier noch mal ein bisschen Licht. So, kann man das sehen? Da ist so ein bisschen Perlmutt mit eingearbeitet. Man sieht, glaube ich, in meinen Händen ein bisschen wieder. Das ist immer so schwer zu zeigen, Ein bisschen Freunde. schon, aber man sieht ein bisschen. Das ist immer so schwer zu zeigen. Da ist so 2 Perlmuttringe sind hier eingearbeitet. Ja. Und in der Mitte ist dann auch noch mal so ein Silbersteg. Und der glitzert wirklich sehr schön. Von innen war der auch beprintet. Kann man sehen. Ist wieder Tungstein. Da haben wir ja ein paar Sachen schon von bestellt. Ne? Tungstein. Tungsten, Schatz. Was? Tungsten. Ja, ich habe die Brille nicht auf, ist richtig. Tungsten. Tungsten, da haben wir schon ein paar Sachen von bestellt. Die Sachen sind alle immer wirklich sehr schön verarbeitet, Ja, das auf stimmt. Hochglanz poliert, fühlen sich wunderbar an. Bella hatte davon ja auch schon ein paar Ringe bestellt. Wie gesagt, der wurde mir empfohlen, allerdings in der Größe 18, weil der so gut wie ausverkauft war. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist nicht schlimm. Den nimmst du hier für einen kleinen Finger und entweder trage ich den selber oder die Bella trägt den oder vielleicht für den Jungen. Fakt ist, den fand ich wirklich schön. Und, ist auch schön. weil die uns den empfohlen, dann habe ich gedacht, nee, das kannst du ruhig mal machen. Einer wird den schon tragen. Genau, weil der wirklich sehr schön aussieht. Und jetzt kommen wir zum Preis. Der Preis ist heiß. Der Preis war nämlich, wenn ich jetzt sehe, wo ich den hatte. Wo hatte ich denn diesen? Jetzt habe ich mir meine Seiten hier wieder kaputt gemacht. Hat er auch wieder super gemacht. Da ist er doch. Also, guck mal, der Preis, Freunde, dafür kann man das ruhig mal bestellen. Das werdet ihr spätestens jetzt verstehen, wenn ich euch das zeige. Da. Also hier sieht man natürlich nochmal schöner, so funkelt der eigentlich. Und der funkelt tatsächlich so. Ja? Und ihr könnt euch hier auch zusätzlich noch eine Gravur aussuchen. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ja? Ihr könnt euch hier noch so ein Herzchen, eine Schrift und ihr könnt euch da kostenlos was rein packen lassen. Ja? Da könnt ihr dann einmal sagen, hier welche Schrift. Also Font, könnt ihr euch die Schrift aussuchen. Template, da könnt ihr euch hier unten eins von den Motiven aussuchen. Und dann könnt ihr noch Engraving, also Gravur, könnt ihr noch sagen, Jack und ich und weiß ich nicht was. So, also, Fakt ist, 8,98 bis 12,89 für diesen schönen Ring. So sieht er aus. Funkeln tut er wunderbar. Wie gesagt, verarbeitet ist er großartig. Hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und hier, wie gesagt, in verschiedenen Größen. Das Ganze ist auch wieder Wolfram. Stahl, also hochwertig, ne? Genau, Karambit, das ist doppelt gehärtet, also Wolframstahl ist der härteste Stahl, ne? Ja, ist der härteste Stahl. Ich glaube, das kam sogar, war das nicht ursprünglich mal im Weltraumfahrt oder irgendwie was? Also Fakt ist großartig. Bei den Leuten macht man allgemein nichts verkehrt, denn Tungsten ist super. Ja, wir haben ja auch unsere Ringe von Tungsten. Das ist es, oder nicht? Hast du noch was? Nein, nee. Hast du noch was? Ich wüsste jetzt nicht. So, ich meine, ja, hier steht noch eine ganze Menge rum, aber das kriegen wir heute eh alles nicht mehr. Da ist so viel, da ist ja noch mehr. Ich weiß nicht, sollen wir noch einen machen? Vielleicht manchmal. Sollen wir noch einen machen? Aber wir gucken an. Wir gucken mal, was hier noch drin war. Ach, guck mal hier. Oh ja, guck mal. Da ist ja wieder so eine Sammelbestellung, ne? Was haben wir denn hier?
Also, hier haben wir einmal, doch, das fand ich auch ganz interessant. Also das hier, wir haben ja mal die, bei Temu und hier glaube ich auch, ne? Haben wir hier auch welche bestellt? Die Haarschneide-Schermaschinen bestellt. Und da habe ich dann gemerkt, wenn man diese Haarschneide-Schermaschinen bestellt, Ja. dann braucht man ja auch irgendwann Maschinenscherkopföl. So, deswegen habe ich hier dieses Maschinenscherkopföl bestellt. Okay. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Also das kostet 9,90 €, da sind 30 Milliliter drin. Ich zeige euch das jetzt trotzdem einmal, weil ich das super fand, weil ich bin der Meinung, 30 Milliliter, das bestellst du nur einmal im Leben und dann reicht das natürlich, weil du brauchst ja immer nur einen Tropfen. Und genau deswegen kostet das auch ein ganz kleines bisschen mehr, nämlich 9,90 €. Bewertung ist hervorragend. Auch viele Friseure haben sich dazu Wort gemeldet und haben gesagt, das Produkt ist großartig. Ja, wie gesagt, mehr gibt es hier gar nicht zu zeigen. Also das soll super sein. Also Fakt ist, wer für seinen Bartschneider, Rasierer, Haarschneidemaschine oder wie auch immer irgendein Öl sucht, der bekommt hier für 9,90 €, ja, meiner Meinung nach eine Riesenflasche und braucht nie wieder nach Maschinenscherkopföl suchen. Und wie gesagt, in den Bewertungen seht ihr auch, dass die Leute alle sagen, funktioniert hervorragend, klebt nicht, ist nicht ranzig, weil das soll es wohl auch alles geben, ne, dass das mal ranzig wird oder dass das komisch riecht. Nein, soll hervorragend funktionieren, immer nur ein Tropfen drauf, einmal ganz kurz angezogen und dann soll der Hase von alleine wieder laufen. Oh, Baby, was ist das hier? So, und dann haben wir hier die selbstklebenden Spiegelfliesen, wo man sich natürlich Ach so. überlegen kann, was man damit macht. Das bedeutet, wir haben eine ganz normale Rückwand und wir haben einen Protektorschutz und das Ganze ist aus Acrylglas. Also das hat nicht Acryl, doch Acryl, glaube ich, ne? Acryl, glaub ich. Acryl, Plastik, Acrylamid, wie auch immer. Das ist also Anti-Bruch etc. Bedeutet, egal wo ihr das hinpackt oder auch im Kinderzimmer, da können die mit dem Holzhammer gegenkloppen, da braucht ihr keine Angst haben, da passiert nichts. Ich ziehe euch selbstverständlich jetzt hier einmal. Oh, so. Das ist ja wichtig, ne? Ihr müsst ja einmal wissen, was so los ist. Ja, jetzt kommen die ganzen Das ist aber Nackenbilder. das Teil. Jetzt kommen die Was ganzen. ist denn da los? Jetzt Was kommt, meinst du denn Folie? das ist richtig. Ich muss den Leuten zeigen. Guck mal hier, funktioniert. Da ist er. Da ist die Kamera, da ist der Rob. Guck mal da. Also, klappt hervorragend. Ja? So ist es. So sieht es wow. hier hinten aus. Das ist richtig. Das ist aber So sieht es hervorragend. So sieht es hier hinten aus. Das ist richtig. Also, wir können festhalten, die verzieht nicht das Bild. Die sieht wirklich großartig aus. Nee, die sieht echt schön Toll. aus. Und wenn ihr jetzt den Preis seht, dann werdet ihr hin und weg sein. Ich habe sowas mal bestellt und habe gesagt, ne, machst du nicht mehr. Nee. Machst du nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, brauchst du aber. Also, hier haben wir auch noch mal, guck mal hier, 1, 2, 3, 4. Nee, wir haben hier 4, 8, 12, 16, Ja, 20. da auch 4 Platten hier drin. 1, 2, 3, 4, 5 Platten und dafür haben wir jeweils 4 Aufkleber, die wir damit festmachen können. Und jetzt guck mal. Und wir haben gesehen, wie super die spiegeln. Diese Spiegelfliesen, 4 Stück, 20 x 20 aus Acrylglas, 7,99 €. Ja. Also, und genau deswegen, hier steht 3,3 Sterne Bewertung, eine bodenlose Frechheit. Ernsthaft. Wir haben gerade gesehen, wie super mega die spiegeln. Da sind keine Irritationen drin oder sonst was, weil es kein echtes Glas ist. Das sind wieder Hoggens der höchsten Stunde. Also manchmal so lustig, manchmal gucke ich auch nur Bewertungen. Da könnt ihr den ganzen Tag mit verbringen. Das schüttelt ihr nur im Kopf, besonders wenn ihr die Sachen nach Hause kriegt und sagt, das kann nicht wahr sein. Also, da ist zum Beispiel einer gewesen, kann ich euch kurz erzählen. Der hat sich darüber beschwert, dass die nicht von alleine kleben, weil er nicht gecheckt hat, dass da die Protektor-Klebedinger mit drin sind, die er hinten dran bringen muss, um die dann irgendwo dran zu batschen. Ja, dafür hat der eine 1-Sterne-Bewertung gegeben und hat gesagt, die Scheiße hält nicht von alleine. Ja, das ist richtig. Muss dir mal vorstellen. Du kriegst den Spiegel, batsch ihn irgendwo hin, siehst an der Rückseite nichts ist, da fällt die runter, sagst du, ist das ein scheiß Produkt. Ja, mit so Leuten muss man sich täglich rumärgern. Ist der absolute Wahnsinn. Also, Mann. wir sehen hier wieder, du kannst alles Mögliche damit machen und wie gesagt, wie ich finde, gerade im Kinderzimmer mit kleinen Kindern auch großartig, wenn du da irgendwo dran batschen kannst und da passiert einfach nichts. Und die Art und Weise, wie du die anbringst, wie gesagt, ist ja euren eigenen kreativen Ideen freien Lauf gesetzt. Denn du, wie gesagt, am Schrank, was haben wir jetzt hier nicht alles gesehen? Großartig. Am allerwichtigsten war für mich, was ist hier mit der Bewertung los? Jetzt versuchst du noch einmal wegen dem Preis und spätestens nach dem Auspacken und gerade dem wahnsinnig geilen Spiegel haben wir gesehen, geile Nummer. Warum habe ich das bestellt? Ich will die ganze Zeit bei uns an eine Duschwand. Ich habe da einen Spiegel, ne? Den habe ich so drüber gehangen, da habe ich so ein Teil, da kann ich den dranhängen, geh mir aber auf den Wecker. Ich wollte fest an unserer Glaswand einen schönen haben, den ich da fest habe, weil den ich da dranhänge, den muss ich dann auch immer wieder mit Wasser, weil der verdampft, weil der ist nämlich aus Glas. Und dieses Acryl soll angeblich, das werden wir dann sehen, da komme ich nochmal drauf zurück, nicht so
wie heißt denn das? Nebelig werden, wie zum Beispiel eine Glasscheibe, genau, weil es diesen Temperaturunterschied einfach nicht gibt. Das bedeutet, wenn du da immer mit warmes Wasser drüber gehst, ist das Plastik, Acryl warm und dann beschlägt er nicht mehr. Super. Und jetzt haben wir gesehen, wie das Ding am Futte glitzern ist. Mega. Also, an den Mann, der die Bewertung abgegeben hat. Ich hoffe, du siehst irgendwann unser Video. Du musst den Kleber nehmen, den hinten dran machen und dann hält die Fliese. So nämlich. Also, mega. Von mir kriegt das Ding jetzt schon eine 10 von 10, obwohl man nur 5 Sterne geben kann. Wisst ihr Bescheid. Wer also immer noch auf der Suche war, im Flur oder im Badezimmer oder wie auch immer, beim Rasieren, sich schön zu sehen, ohne dass die Scheibe beschlägt. 5 Exemplare könnt ihr bestellen für 7,99 €. Ich bin jetzt schon happy. Das war zum Basteln. Das gehört eigentlich in die Bastelkette. Oder? Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, das ist ein Gerät, aber da kommen wir noch zu, deswegen zeige ich euch das nur einmal ganz kurz, weil das macht jetzt hier keinen Sinn. Da kann man Armbänder mit Knoten, Paracord und Indianerbänder. Das ist aber für ein Video gedacht, was separat noch kommt. Deswegen lassen wir das jetzt hier weg. Wer Interesse daran hat, der schreibt mir unten in die Kommentare. Dann verlinke ich euch das auch nochmal. Ansonsten seid gespannt und wartet einfach auf das Video, was sich dann explizit damit beschäftigen und aufhalten wird. Ich weiß gerade nicht, was das hier ist. Weil manchmal weiß ich nicht, was... Ach doch, jetzt weiß ich. So, liebe Freunde der Sonne, alle die unseren Kanal schon lange verfolgen. Hier, ich lasse das jetzt eben zusammen, weil das hier ist ein Maßband. Ne? Das hier ist ein Maßband. Wir gucken gleich, wie lange das ist. Also es ist ein richtiges Maßband aus Gummi. Das nur zur Info. Dann haben wir hier so ein kennt ihr das? Kennt ihr diese Schneidewerkzeuge? Das sind so, genau, damit kannst du auch Pakete öffnen. Da kannst du hier mit der Spitze eintauchen und dann kannst du damit Pakete öffnen oder eben Folien schneiden. Jetzt weiß ich, glaube ich, was das ist. Ja, ich habe das damals bei Airbrush Junkie auch gehabt, wenn ich viele Autofolien schneiden musste etc. für Werbung und so weiter, dann konntest du da mit der Spitze rein, konntest dann ratzefatze schneiden. Ein super Messer. Dann haben wir hier runde, wie heißt das? Runde Klettaufkleber. Und hier haben wir die langen Klettaufkleber und davon eine ganze Menge. Und hier haben wir jetzt richtig dickes. Jo. Und die ein oder anderen Zuschauer oder Petra, die wird auch wissen, wir hatten das ja schon mal vorgestellt. Wir haben hier einmal Sonnenprotektorschutz. Ich packe das nicht alles aus, weil das ist für Kroatien-Freunde. Wir haben hier Sonnenprotektorschutz, also das Silberne. Und dann haben wir hier das Schwarze, das kommt nach innen. Das Silberprotektorschutz kommt logischerweise gegen die Scheibe. Dann habt ihr hier, ich glaube, ich habe hier 2 Meter mal irgendwie was. Das hält dann die Hitze aus dem Raum raus, damit der Junge Für Robin, ja. bei uns in Kroatien im Haus nicht im Schlafzimmer im Hochsommer so kaputt geht, beziehungsweise auch die ganze Zeit die Klimaanlage auf volle Pulle laufen lassen muss, weil wir da oft an die 40, über 40 Grad haben. So. Und da bringt auch nichts groß mit Fenster aufmachen, das werdet ihr alle wissen. Und genau, und dann vom Schwimmen zu kommen und abends die Klimaanlage ist halt immer auch so semi-geil. Deswegen wollten wir da gerade über den Tag das Ganze einmal ein bisschen dadurch schützen, dass wir die Fenster so zumachen können, wie wir das möchten. Nämlich morgens oder abends können wir die einfach durch diesen Klett oder es gibt auch Magnete. Ich hatte auch schon Magnete besorgt. Das kann man natürlich machen, wie man will. Aber Fakt ist, hier ist alles schon mit dabei. Einmal diese Runden und dann auch hier, wie gesagt, eine ganze Tüte von so langen, dass man sich da komplett austoben kann. Und wie wir eben fanden, ist super schön, denn der Robin hat ja auch, die einen oder anderen werden wissen, hatten wir den Robin ja auch so schöne Vorhänge geholt etc., um das alles toll zu machen. Aber hier haben wir jetzt wirklich den Schutz. Da haben wir 2 Meter mal 1,45 Meter und ihr könnt euch das dann so zurechtschneiden, wie ihr wollt. Für dieses Riesenset 17,99 €, großartige Kiste. Da sieht man auch nochmal, ne? Man kann da die ganzen Filzstreifen dran kleben oder man kann sich bei Temu, da gibt es ja auch diese Magnetsets, das habe ich nämlich jetzt zum Beispiel vor. Wir sehen hier diese 3 Schichten, die hier verarbeiten, ja, damit das wirklich alles vernünftig funktioniert und das fühlt sich auch sehr wertig an. Also da muss ich mal dazu sagen, das ist wirklich ein super dicker Stoff, also das ist super und glaube ich denen auch, dass das hier so ist. Das hat sich hervorragend angefühlt und hier sieht man auch, dass ein Kameralicht nicht durchscheint. Auch das können wir gerne einmal testen. Jetzt hat die Bella schon eingepackt. Ne? Ach so. Ist nicht schlimm. Das haben wir eben einmal ganz schnell, weil das bin ich euch natürlich schuldig, dass wir einmal testen, ob das tatsächlich der Fall ist, dass da kein Licht durchscheint. Dafür machen wir einmal hier das Licht aus. Dann nehmen wir hier noch einmal, Bella hält das einmal fest, damit das nicht ganz auseinander geht. So, jetzt sehen wir uns hier eine Schicht und ich komme hier mit der Taschenlampe. Taschenlampe an. Nein. Da, Taschenlampe an. Scheint nichts durch. Ich halte die ganz nah dran. Nein, komplett dicht. Und die Taschenlampe ist an. Also, auch das haben wir jetzt gesehen.
ist, wie die Hersteller versprechen. Und das ist großartig. Und da werde ich mich sehr freuen und der Robin sich sehr freuen. Wir werden uns alle freuen, Eben, weil alle wissen, wenn man im Urlaub ist und da ballert den ganzen Tag die Sonne ran. Ja. Robin hat halt auch wir haben alle die Südseite, Wir haben also alle davon Südseite, abgesehen. ja. Dann ist das super. Und vor allem, du kannst aber auch dann abends, wenn du nochmal rausgucken willst, weil der Garten halt schön beleuchtet ist, dann ziehst du das Ding einfach ratzefatze nochmal ab Ja. und bist glücklich. Und der ein oder andere wird jetzt sagen, denn das habe ich auch gedacht, ich habe mich da auch belehren lassen, der ein oder andere wird jetzt sagen, warum nimmst du nicht einfach so ein Rollo oder so einen Vorhang? Das ist alles richtig. Aber, und da habe ich am Anfang auch nicht drüber nachgedacht, selbst mir muss man manche Dinge erklären. Wenn du jetzt ein Rollo hast, was zum Beispiel 10, 15 Zentimeter halt vom Fenster weg ist, was ja gar nicht anders geht, weil du hast ja eine Fasche, eine Nische etc., da ist hier das Fenster, da ist die Wandseite, die ganze Wärme, bis sie da auftrifft, was du eigentlich hast, also Vorhang, Gardine, geht ja trotzdem durch die Scheibe zu diesem Vorhang. Dann ist das ja schon in dem Raum drin. Und die Wärme strahlt dann von da ab in den ganzen Raum. Ist kontraproduktiv. Es funktioniert nicht. Hast du aber diese Folie direkt an der Scheibe, dann prallt die direkt ab und hat gar keine Möglichkeit, direkt in den Raum weiter abzustrahlen, weil sie sofort abgeschirmt wird. Es bildet sich also praktisch keine Luftkammer. Habt ihr verstanden? Fenster, Ja, ja. Fasche und dann kommt ja, hier ist der Vorhang. Diese 15, 20 Zentimeter. Und wenn du nur 10 sind, die du überall hast, die reichen über den ganzen Tag, dass die Wärme ja in den ganzen Raum abstrahlt und dann hast du damit nichts gewonnen. Dieses Ding direkt am Fenster, deswegen Tipp vom Robby und auch vom Bella, wussten wir vorher auch nicht, habe ich mich informiert, hat mir man ja auch nicht so einer gesagt, Robby, nimm lieber das, ist direkt am Fenster, ist vielleicht ein bisschen umständlicher, komplizierter, wie auch immer, finde ich Werden jetzt wir nicht. sehen. Machst du einmal dran, machst du tipp, 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 ist alles super, machst du ab, machst du tipp, 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 tipp. Klar, kannst du auch hier den Vorhang machen, alles schön und gut, aber wie gesagt, es soll ja produktiv sein. Deswegen habe ich gesagt, danke für den Tipp. Davon abgesehen, das ist ein Fensterbauer gewesen. Also ich habe mir einen speziell fachmännischen Rat abgeholt bei jemandem, der richtig Bescheid wusste. Und habe das jetzt mit der Bella an euch weitergegeben und da wisst ihr Bescheid und habt was gelernt. Genau. Ja. Warme Luft ist schlecht im Raum. Die müssen wir da halten, wo sie hingehört und zwar bevor sie reinkommt. Und deswegen mit die Folien. Super geil natürlich, das ist richtig, auch für jeden bei euch hier in Deutschland, weil hier sind ja auch nicht immer so kalt. Dachboden, diese ganzen schrägen Fenster, die ihr habt. Guck mal, da bestellst du dir für 7,99 €. Entschuldigung, 17,99 € das Set. Hast 2 Meter mal 1,45 Meter und hast die dachschrägen Fenster. Ja. Überleg mal, wie viele Fenster du dir damit zuballern kannst. Also da guck mal, was Tesa und so weiter alles haben will, wenn du dir solche Sachen holst. Deswegen super. Der ein oder andere, der jetzt sagt 17,99 €, ganz schön teuer, aber überleg mal, Ja, gut. wann du diese Größe überhaupt brauchst und in wie vielen Wohnungen du tatsächlich Fenster mit der Größe schon bedienen kannst, nämlich fast meistens schon 2. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, 17,99 €, selbst wenn ich damit nur ein Fenster besteuern, das funktioniert, bin ich glücklich. So eine Rolle kostet auch schon 8, 19 €. Und eine Klimaanlage kostet 799 € aufwärts, je nachdem, Ja. was da los ist. So. Und da kann man sich dann zweimal überlegen, ob man jetzt extra noch mal einen Durchbruch macht, weil Robin Zimmer hat bisher noch keine Klimaanlage. Ja, nee. Wir haben die Gemeinschaftsklimaanlage, die logischerweise überall durchgeht. Ja. Da änderst du aber natürlich nichts in den Schlafräumen dran. Da müsste eine eigene, das kommt noch mal. Jetzt haben wir erstmal das. Großartig. Großartig. Und die Petra sagt, es könnte auch ein Autogurt-Rettungsschneider sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Aber das ist ein Folienschneider. Das ist richtig. Ja. Also der ist explizit jetzt dafür, dass man Folien schneidet. Und bei manchen von den, guck nicht in mein Fenster rein, Folien, die wir bestellt haben, hast du die Dinge auch mit dabei. Die Bella hat ja diese schöne Gurt in 30 Zentimetern. Ihr erinnert euch, wer das gesehen hat, ne? Dass der Nachbar nicht reingucken kann. Die war ja richtig schön in Glitzern. Wer das nicht Ja. gesehen hat, ist richtig. Schön unsere Videos gucken. In den Live-Videos findet ihr alles und explizit danach nochmal in den nachfolgenden Videos, die sich um ein spezielles Thema handeln, wie zuletzt mit dem Staubsauger, der großartig war. Und richtig. Ja. Und ein Zuschauer, da wollte ich auch noch mal sagen, ein Zuschauer hat gesagt, hat der Typ da hinten noch einen Tannenbaum? Ist richtig, ja, habe ich. Der Typ da hinten, also der Typ da im Video noch einen Tannenbaum? Ja, Ja. habe ich. Ja. Warum? Warum? Weil ich es kann. Genau. Weil ich es kann und weil ich es wir darf. es wollen. Und weil ich, solange das noch teilweise dunkel ist, beziehungsweise ja abends schon immer noch, also ich mag das, wenn ich abends hier um 17 Uhr fängt das an dunkel zu werden, dann mag ich das, wenn ich sage, Alexa, Bild an, Bild aus und dann geht unser schöner Tannenbaum an, dann habe ich hier eine schöne funze Glitzerecke und ihr freut euch auch daran. Wenn also den einen oder freu anderen mich auch. stört, dass der Robby und die Bella jetzt noch im März dann einen Tannenbaum stehen haben, dann guck was anderes. Dann guck was anderes. Wir Ne? machen die Sterne bald ab, dann kommen da
Das Ding bleibt Ostereier, da jetzt kommt bleibt der- das Ding sowieso stehen, Genau. oder? Also haben wir wieder einen Baum, jetzt Osterbaum. bleibt das Ding erst richtig Ja, stehen. auch Osterbäume. So weit kommt das ja noch, dass wir Zuschauer fragen. Wir lieben euch alle, aber es gibt so spezielle Zuschauer und die fragen wir doch nicht, wie wir das hier bei uns zu Hause gestalten. Wenn die Petra mal sagt, hör mal, das und das könnt ihr im Hintergrund aufhängen, dann machen wir das. Wenn die Lenny sagt, hör mal, das war so schön, das könnt ihr da, dann machen wir das auch. Und wenn der Hans von gegenüber und alle, aber so komische Leute sagen, ey, der Typ, der immer noch seinen Tannenbaum, dann sage ich dir, mein Freundchen, ja. Und wenn du nochmal frech wirst, habe ich nächstes Mal 2 hier stehen. Also in diesem Sinne, Ja. das ist es für heute Werden wir auf gewesen. jeden Fall im Sommer, werden wir alles, was wir so haben, natürlich testen wir das im Sommer und in Kroatien und dann werden wir euch auf jeden Fall Bescheid sagen, weil die Roller Leni sagte, müssen wir im Sommer mal testen und berichten. Also Ne? gerade die immer zugucken, wissen ja, dass wir natürlich angefangen haben, hier den Live-Kanal aufzubauen, beziehungsweise hier dieses Live-Ding am Samstagabend machen, um mit euch eine schöne Zeit zu haben und das ein oder andere schon mal mit euch gemeinsam auszupacken und zu empfehlen oder abzuraten. Aber nach wie vor bleibt natürlich immer, dass Produkte, die jetzt wert sind, sowieso kommen wir auf alles nochmal drauf zurück, wie ja jetzt, deswegen habe ich euch die Becher gerade nochmal geholt, dass wir gesagt haben, pass mal auf, die Becher waren alle geil, den kannst du nur nicht komplett durchs Büro schmeißen, die anderen kannst du durchs Büro schmeißen, da bleibt alles drin. Ansonsten kommen wir natürlich immer auf die Sachen wieder zurück, selbstverständlich. Und gerade alles, was mit dem Sommer und mit Wärme zu tun hat, wird in Kroatien natürlich nochmal beleuchtet, genauso wie hier nochmal beleuchtet. Das ist richtig. Ja. Das wird auch immer so bleiben. Aber viele Ja. von euch haben ja auch gesagt, dass sie es schön finden, wenn wir uns hier in der Kuschel-Community ein bisschen gemütlich machen, packen das ganze Zeug gemeinsam aus und dann kriegen wir von euch auch das Feedback, was interessant ist und was nicht. Und wissen dann auch eher abzuschätzen, machen wir da jetzt nochmal ein separates Video drüber, wo wir explizit darauf eingehen oder nicht. Und so lernen wir alle voneinander und das finde ich großartig. Und wie gesagt, ist es ja auch schön, mit euch an einem Samstagabend mal gemeinsam hier ein bisschen rumquasseln zu können, wenn man das mal so nennt. Ne? Lasst es euch gut gehen und Robby drückt die Daumen, dass die Nase besser wird. Ach, Petra, Dankeschön. Ja, danke schön. Ich denke mal, Ne? bis nächste Woche sollte das endlich wieder Und erledigt nächstes Mal sein. sind dann die Augen, Dings, da bumst da auch wieder weg. Ich komme wieder normal. Ja, du hast ja Sorry, extra ich hab geholt, du wolltest ja, gedacht, hast du, ja. ja, du hast gedacht, machst du dich einmal schick. Genau. Ist ja auch, das ist, glaube ich, die Entfernung, da sieht man Ja, das das nicht kann so auch ganz, sein. ne? Ja. Fakt ist, es war wieder ein schöner Das war Abend. ein schöner Abend. Wir hoffen, das ein oder andere war für euch mit dabei und hat euch gefallen, interessiert. Ich finde, wir haben heute wirklich wieder, ich würde sagen, wir haben eigentlich wieder geschafft von allem ein bisschen. Ne? Wir haben ein bisschen Klamotten, ein bisschen Schmuck, Ja. bisschen trendy für die Dame, für den Herrn. Wir haben Haushalt. Schmuck hatten wir viel heute. Wir hatten mal wieder ein cooles Spielzeug gehabt. Das hat also wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Mit den Chips muss ich echt nochmal, ich muss nochmal gucken, wem ich dafür Danke sage. Oder den Robin nochmal fragen, ob der irgendwas in den Warenkorb, aber ich habe das hier auch nicht finden können. Schatz, das ist Poppermies. Das Ja. haben wir überhaupt, habe ich noch nie gehört. Ja, wie gesagt, Das wird irgendwo bei gewesen sein, da sage ich Danke. aber ist schön. Ja, auf jeden Fall. So, ihr Lieben, Also, ein schönes Wochenende, restliches Wochenende, einen schönen Abend. Wir haben uns echt gefreut, dass wir wieder live sind, dass wir wieder bei euch sein ja, können. auf jeden Fall. War echt eine lange Zeit, aber wer krank ist, krank und ja, der Robby lag echt flach und das bringt ja dann auch nichts. Nee, Das also, ist dann einfach kacke. das hat ja jetzt geklappt hier mit Deswegen. einmal vorher Nase putzen und Ja. gerade noch einmal, aber das ist ja, das war ja nur das hört sich ja furchtbar an, wenn ich hier sitze und mache die ganze, also das Ja. schaltet ihr ja alle weg und sagt, um Gottes Willen, also das macht wirklich keinen Spaß. Nee, das ist richtig. Also, wie gesagt, In dem Sinne, es hat mich sehr gefreut. Küsschen aufs Schnüsschen an alle, die heute Abend live mit dabei waren. Ja! Ein wunderschönes Restwochenende. An alle neuen Zuschauer, wie gesagt, haut nochmal ordentlich in die anderen Videos ein Däumchen rein. Schaut euch das eine oder andere nochmal an. Und wie gesagt, der Robby verschwindet jetzt ins Büro. Und alles, was wir uns heute angeguckt haben, einschließlich, wie gesagt, aller 3 Stanley Cup Klonbecher. Nochmal, sind ja keine originalen Becher, sondern sind ja die geileren Klone, wie wir finden. Denn die kosten ja alle 3 fast genauso viel wie ein Originaler, muss man nicht haben. siehst du, Roller Leni sagt auch, ich find's cool, der Baum ist schön. Ich finde, Petra oder? sagt, jeder so wie er will. Ich wollte gerade Ja. sagen, und guck mal, da ist ja gerade, guck mal, wie schön das hier aussieht im Hintergrund. Also von daher ist doch scheißegal, ob das ein. Und wer sagt überhaupt, dass das ein Tannenbaum ist? Ja, Das genau. war ein Tannenbaum. Jetzt ist das ein Märzbaum. So Ja, sieht's genau. nämlich aus. So, ihr Lieben, Also, Teddy sagt Tschüss, Bella sagt Tschüss, Robby sagt Robby Tschüss. sagt Tschüss. Und vom Jungen hinten auch. Der ist. Ja, der Der liegt schon auf dem Kissen. Nein, da kommt er nochmal. Ja, da kommt er noch mal. Und da freut sich Petra Robin, und mach Lenny noch und die mal. anderen. Da sagt der Robin auch nochmal Tschüss, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ne? Alles klar. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war super. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der alte Mann steht auf und kuriert sich jetzt Schatz. weiter aus. Also, macht es gut. Schwenk du. Und danke, dass ihr mit dabei wart. Eben. Schuss. 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 Komm, Schuss.
Ja, das muss ich jeden Abend erleben hier.